Guten Morgen zusammen. Good morning to everybody. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Der Saal hier ist gefüllt für alle, die keinen Sitzplatz bekommen haben und denken, boah, die nächsten 2,5 Stunden stehen, das lieber nicht. Es gibt oben eine Empore. Man kann da tatsächlich hochgehen oder sich gleich umentscheiden, wenn man erst denkt, die Beine sind stark und dann doch denkt, der Rücken ist schwach. Da muss man einmal durch dieses Foyer nach oben und da ist diese schöne Empore, da können Sie genauso gut sehen, nur zur Info. So, also, sehr geehrter Herr Krischer, sehr geehrter Herr Middeldorf, sehr geehrte Speakerinnen und Speaker, liebe Aussteller, liebe Programmbeteiligte, gleich haben wir ja ganz viele aktive Personen hier, aber auch liebe Gäste und vor allem liebe Neugierige. Einen schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, liebe Resilience Community. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind oder von zu Hause zuschalten. Wir haben auch einen Livestream, dass Sie alle da sind. Und ich kann Sie natürlich jetzt nicht alle einzeln begrüßen, das wird ein bisschen lange, darum machen wir so ein typisches, wir fragen mal ab, wo Sie alle herkommen. Und zwar eher so, mit welcher Rolle Sie heute hier sind. Wer ist denn alles Aussteller? Einmal bitte Handzeichen. Das sind natürlich alle stehenden Personen, sehr gut, und ein paar hier in der ersten Reihe. Ich würde sagen, das waren jetzt so vielleicht 20-30%. Wer ist denn gleich am Programm beteiligt in irgendeiner Form? Ja, das sind auch, das sind etwas weniger, vielleicht so 10%. Und wer würde sagen, ich bin Experte oder Expertin für Klimaanpassung? Ja, das sind schon echt einige mehr, wunderbar. Und jetzt, wer ist einfach nur neugierig oder wer ist überhaupt neugierig auf den Tag? Okay, würde ich sagen, alle, okay, haben wir verstanden, wunderbar. Das ist eine ganz bunte Gruppe, ganz divers und vor allem sehr neugierig. Wir sind heute hier im Zeughaus in Neuss wir haben 350 Anmeldungen für die Leute hier vor Ort. Wir wissen natürlich nicht, wie viele jetzt heute kommen, aber das ist einfach großartig, plus noch weitere eher Hunderte online. Auch da weiß ich nicht genau, wie viele gerade dabei sind, aber ich freue mich, dass Sie alle da sind. Und in Summe, würde ich sagen, zeigen diese Zahlen, wir haben einen Nerv getroffen mit dieser Resilience Expo. Denn vielleicht noch eine weitere Frage an alle. Wer hat am Wochenende geschwitzt? Ja, okay, alle. Genau, wir auch, gestern vor allem, hier war ja Aufbautag, können Sie sich vorstellen, wenn man dann bei diesen Temperaturen selbst hier in dieser Kirchenhalle arbeitet, da läuft einem schon mal der Schweiß runter. Und das ist ja im Sommer jetzt nicht ungewöhnlich, aber wenn man bedenkt, dass diese Sommertage und vor allem auch die Nächte, diese Tropennächte, wenn die mehr werden, wenn die Städte sich gar nicht mehr richtig abkühlen im Sommer oder das Gegenübergestellte, wenn auf einmal dann so ein Starkregen losgeht, das hatten wir jetzt auch im Norden vom Land, gestern Abend auch noch ein dickes Unwetter mit Starkregen obendrauf oder dann eben auch die Flüsse anschwellen, ob jetzt durch den Starkregen oder durch andere Ereignisse oder wenn es dann wiederum das Gegenübergestellte gibt und die Böden richtig austrocknen, die Pegel zum Beispiel in unseren Flüssen sinken und auch die Waldbrände zunehmen. Dann, ich meine, das ist ja allen klar, das zeigt alles auf, wir müssen uns anpassen. Und dafür brauchen wir müssen resilienter werden, klimaresilienter werden, dafür brauchen wir Lösungen. Und das sind die Produkte, hier sind viele ausgestellt, das sind die Dienstleistungen, die man nicht so gut ausstellen kann, aber die natürlich auch benötigt werden. Und das ist das Wissen und die Verbindung zwischen all diesen Themen. Wir brauchen all das und das ist ja genau der Grund, warum wir diese Resilience Expo organisieren. Mein Name ist Irene Seemann, ich bin Beraterin von Rebel Deutschland und ich bin Teil des Orga-Teams hier der Resilience Expo. Und wir haben die großartige Aufgabe, jetzt 3 Jahre lang diese Resilience Expo groß zu machen, die aufzubauen und 3-mal hintereinander zu organisieren. Und wir haben diese großartige Aufgabe für 3 Jahre und wir hatten die unmögliche Aufgabe für 3 Monate, diese erste Expo zu organisieren. Und ich muss sagen, es ist Wahnsinn gewesen, und zwar durch Sie. Sie haben uns komplett die Bude eingerannt und die Bühne. Wir haben unfassbar viele Anmeldungen bekommen für die Ausstellung. Wir mussten einige auch vertrösten auf nächstes Jahr, weil es gar nicht hier reingepasst hätte. Hatten wir nicht mit gerechnet. Auch
wie eng es heute wird, zeigt, wir haben auch mit etwas weniger Teilnehmenden gerechnet. Auch da haben sie uns die Bude eingerannt. Wir haben super gute Ideen bekommen, noch eine extra Workshop-Session eingerichtet, weil jemand gesagt hat, ich habe hier echt ein gutes Thema. Und hier auch fürs Programm, für die Bühne, so viele Ideen, dass wir uns kaum entscheiden konnten. Also wir haben ein Programm gefüllt für die nächsten Jahre gefühlt und mussten eben einige auch sagen, nächstes oder übernächstes Jahr, dann sind Sie dran, dann bekommen Sie Ihre Bühne. Das heißt, wir sind voll überrannt und wir sind komplett begeistert, wie Sie an mir merken. Ich bin nämlich gar nicht richtig Moderatorin, das sage ich auch schon mal nebenher, sondern ich bin Klimaanpassungsberaterin. Und ich mache das mit voller Leidenschaft und darum begeistert es mich so sehr, dass Sie uns die Bude eingerannt haben, heute hier sind und wir jetzt übergehen können zum wirklich spannenden Part, nämlich der echten Eröffnung der ersten Resilience Expo. Und dafür bitte ich Herrn Minister Krischer auf die Bühne. Er ist bei uns in NRW Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr und wird die Expo jetzt eröffnen. Bitte, Herr Krischer, Sie sind dran. Sehr geehrte Frau Seemann, sehr geehrter Herr Mitteldorf, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir wirklich eine große Freude und Ehre, die allererste Resilience Expo 2025 hier im Zeughaus in Neuss zu eröffnen, Sie ganz, ganz herzlich willkommen zu heißen. Und da ist man schon ein bisschen stolz, die weltweit erste Fachausstellung zum Thema Klimaanpassungswirtschaft ja hier einläuten zu können. Sie ist ein bedeutender Meilenstein, nicht nur für Nordrhein-Westfalen, sondern für ganz Deutschland und darüber hinaus. Und ganz offen gestanden, es klang ein bisschen bei den einführenden Worten von Frau Seemann an, als ich zum ersten Mal angesprochen wurde und sagen, Herr Minister, wir planen da eine Resilience-Expo. Ich bin ja Rheinländer, dann habe ich zuerst mal gesagt, was ist das denn? Und ich gebe auch offen zu, ich war nicht von der ersten Sekunde an überzeugt, ob das so eine gute Idee ist, weil es mangelt ja nicht an Veranstaltungen und auch im Rheinischen Revier gibt es viele Austausche. Aber es passierte dann Folgendes. Ich war auf der Klimakonferenz in Dubai und habe mit vielen Leuten gesprochen, wie das auf diesen Konferenzen so üblich ist, und habe dann gesagt, ja, bei uns gibt es die Idee, eine Resilient Expo, eine Messe für Klimaanpassungswirtschaft zu machen. Und man merkte bei den Gesprächspartnern international, dass es ein Aufmerken gab und sagt, aha, was haben die da vor? Und die Beschäftigung in unserem Haus mit dem Thema führte dann sehr, sehr schnell dazu, dass es genau dafür einen Bedarf gibt, eine Börse, ein Austauschformat zu schaffen für die Wirtschaft, die sich mit dem Thema Klimaanpassung auseinandersetzt. Und ich bin ein bisschen stolz und danke allen, das will ich gleich mal zu Anfang sagen, die das dann, nachdem wir entschieden haben, wir machen das jetzt, wir packen das an, wir treiben das voran, das auch in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt zu haben, das ist wirklich eine außerordentliche Leistung. Und ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass das am Ende so gut gelingt. Deshalb allen, die daran mitgewirkt haben, und es waren ganz viele, meinen ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute hier sein können. Und es ist natürlich so, wir leben in einer Zeit der großen Umbrüche. Ich könnte jetzt stundenlang erzählen, was uns alles auf dieser Welt bedroht. Ich will das gar nicht machen, denn auch der Anlass, der uns jetzt hier zusammenführt, ist eigentlich kein guter. Denn die Klimakrise, die trifft uns und gestern hat es wieder jeder gemerkt, ich bin jetzt mit 50er, als ich Jugendlicher war, da waren Temperaturen über 30 Grad eine Sensation im Rheinland. Man hatte es selten. Heute ist das Alltag im Sommer. Allein daran merkt man das. Und selbstverständlich ist das nicht nur die private Empirie, das Gefühl, dass wir die Folgen der Klimakrise
erleiden. Es ist auch spür- und messbare Realität. Die Wissenschaft belegt das sehr, sehr eindeutig. Wir sind von Hitzeperioden, Dürren, Starkregen, Überschwemmungen betroffen, und diese Naturgewalten nehmen zu, sie nehmen weltweit zu, sie treffen uns aber auch hier vor Ort. Und ich will deutlich machen, weil diese Diskussion wird ja immer wieder geführt, geht es um Klimaschutz oder geht es um Klimaanpassung? Ich möchte deutlich machen, es geht selbstverständlich um beides. Wir müssen weiterhin intensiven Klimaschutz betreiben. Wir müssen mit unseren Treibhausgasen runter. Deshalb hat die Landesregierung, auch wenn das im Moment jetzt nicht das Top-Thema in der öffentlichen Wahrnehmung ist, aber diese Landesregierung hat sich vorgenommen, die erste klimaneutrale Industrieregion Europas zu werden. Und das wollen wir auch erreichen. Deshalb handeln wir hier auch mit Nachdruck, zum Beispiel beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Nordrhein-Westfalen ist hier deutschlandweit, und ich glaube, auch im europäischen Vergleich können wir uns sehen lassen, Vorreiter. Aber selbstverständlich müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass der Klimawandel, die Klimakrise nicht mehr aufzuhalten ist, dass sie uns trifft, und sie wird nicht so ohne weiteres zurückdrehbar sein. Das sagt uns auch die Wissenschaft. Und auch wenn es uns durch Klimaschutz gelingt, die schlimmsten Auswirkungen zu begrenzen, jedes Zehntelgrad hilft da am Ende, werden wir mit den Folgen von Extremwetterereignissen und den dadurch hervorgerufenen Schäden zu tun haben. Die verursachen enorme wirtschaftliche Schäden. Ich will nur das Jahr 2021 erwähnen, das Jahr der Starkregenflut im Ahrtal, in der Eifel, in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, das am Ende mindestens 12 Milliarden Euro an Schäden verzeichnet hat. Es gibt auch höhere Zahlen, und die Tendenz ist steigend, was an Folgen von Extremwetterereignissen der Klimakrise verursacht werden. Weltweit belaufen sich die Schätzungen auf unfassbare $4 Billionen. Ich glaube, dass am Ende die Zahlen überhaupt nicht mess- und fassbar sind. Und damit ist ja noch gar nicht berücksichtigt, wenn man es monetär berechnet, was eigentlich an Leid, was eigentlich an Schicksalen, was an Verlust von Existenzen und allem anderen damit verbunden ist. Meine Damen und Herren, wir erleben das halt auch in Deutschland, und wir sehen, wie aufwendig die Reparatur der Schäden ist. Wir haben im Sommer 2021 die verheerendste Flutkatastrophe unserer Geschichte erlebt. Und ich muss ganz offen sagen, für mich war das Jahr 2021 auch insofern ein einschneidendes Ereignis, weil es ist immer noch etwas anderes, wenn man im Fernsehen, im Internet Bilder aus fernen Weltgegenden sieht, da mit Naturkatastrophen konfrontiert wurde. So habe ich bisher, ich gebe es offen zu, oder bis dahin auch immer die Folgen der Klimakrise wahrgenommen. Wenn es dann aber plötzlich die Orte der Kindheit sind, die Straßen, die man sehr gut kennt, die plötzlich meterhoch überflutet werden und wo Autos durchgespült werden, als wären es Spielzeuge, das ist nochmal etwas ganz Besonderes und etwas Prägendes für viele von uns. Und deshalb glaube ich, ist es richtig, dass viele aus diesem, aber auch vielen danach stattgefundenen Ereignissen die Konsequenz gezogen haben, dass wir resilienter werden müssen, dass unsere Städte, Gemeinden und Infrastrukturen besser auf solche Ereignisse vorbereitet müssen und dass wir in der Verantwortung stehen, Maßnahmen zu ergreifen, um aus solchen Ereignissen, die Folgen der Klimakrise sind, die Lehren zu ziehen. Wir brauchen mutige politische Entscheidungen, wir brauchen eine internationale Zusammenarbeit, mehr Investitionen und ein breites gesellschaftliches Umdenken in der Klimaanpassung. Meine Damen und Herren, im Gegensatz zur Reduzierung von CO2-Emissionen ist bei der Klimaanpassung aber entscheidend, an welchem Ort sie stattfindet. Anpassungsmaßnahmen müssen genau dort erfolgen, wo klimabedingte Risiken tatsächlich auftreten. Der Klimaschutz ist global, da geht es um die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Die Klimaanpassung bedeutet
konkrete und sehr verschiedene Maßnahmen an allen möglichen von den Folgen der Klimakrise betroffenen Orte. Und deshalb ist Klimaanpassung ein sehr breites, ein sehr weites Feld, das auf der anderen Seite aber auch zusammengedacht werden muss. Meine Damen und Herren, es ist aber auch entscheidend, dass wir bei der Umsetzung von Klimaanpassung über nationale Grenzen hinwegdenken. Das ist beispielsweise beim Thema Hochwasser schon sehr naheliegend, das machen wir auch schon lange, dass natürlich Schutz vor Flutereignissen über Grenzen hinweg gedacht wird, aber es muss auch an Wissenstransfer, an Austausch, an dem, was man an Erfahrung hat, über Grenzen zusammengearbeitet werden. Denn jede Region, jedes Land hat unterschiedliche Erfahrungen und bewährte Praktiken. Und das, was andere Länder, wir hatten gestern die 33 Grad, schon lange mit Hitze und Dürre kennen, das kann uns natürlich helfen, die wir uns in Zukunft darauf einstellen müssen, mit solchen Temperaturen leben, wirtschaften und arbeiten zu müssen. Und das eben genau ist wichtig, dafür Plattformen des Austausches zu finden, am Ende auf bestehendes Wissen zurückgreifen zu können, es weiterentwickeln zu können, um dann auf die Folgen der Klimakrise reagieren zu können. Meine Damen und Herren, ich habe es schon gesagt, die Klimakrise ist bei uns angekommen und worum es geht, was Klimaanpassung bedeutet, ist, dass sie eben nicht zur dauerhaften Klimakatastrophe wird. Wir müssen ab sofort alle Entscheidungen auf allen Ebenen von Gesellschaft, Politik und Verwaltung in Bezug auf die Auswirkungen des Klimawandels und der Klimakrise treffen. Vieles von dem, was wir im Rahmen von Klimaanpassung machen, das ist ja gar nicht neu und zum ersten Mal gemacht und wird teilweise seit Jahrzehnten oder auch über Generationen getan. Wir müssen die Folgen der Klimakrise aber mitdenken. Das ist die neue Herausforderung. Und meine Damen und Herren, das bedeutet auch, dass wir Flexibilität, Dynamik und technische Innovationen haben müssen, um unser Ziel zu erreichen. Nicht das, was schon immer gut und richtig war, wird auch in Zukunft die richtige Antwort sein. Und es ist am Ende, auch das ist wichtig und das, glaube ich, ist auch, wenn man sich hier umguckt, im Saal deutlich zu merken, dass das ganze Thema eine ökonomische Komponente hat. Nicht nur die Komponente, dass die Folgen der Klimakrise Schäden verursachen, das ist das Problem, aber auf der anderen Seite bedeutet ihre Notwendigkeit der Bewältigung, Technologien, Dienstleistungen zu entwickeln, auch die Chance für neue Geschäftsmodelle, für neue Märkte, innovative Lösungen für die Klimaanpassung sollen Menschen und Güter in Zukunft schützen, bieten aber auch heute schon große Chancen für unsere Entwicklung und wirtschaftliches Wachstum. Wir müssen und können die Technologien entwickeln und sie ermöglichen es uns auch, eine zukünftige wirtschaftliche Basis darauf auszubauen. Und meine Damen und Herren, Unternehmen, die frühzeitig den Bedarf von klimaangepassten Technologien und klimaresilienten Geschäftsmodellen entwickeln, sichern ihre Wettbewerbsfähigkeit, erschließen neue Märkte, nicht nur regional, sondern auch international. Viele Beispiele haben wir etwa im Bereich des Klimaschutzes mit erneuerbaren Energien, Kreislaufwirtschaft oder eben dann auch bei der Klimaanpassung in Form einer klimaresilienten Infrastruktur. Und da ergibt sich eine echte Win-Win-Situation. Ob es um die verbreitete Anwendung extensiven Fassaden- und Dachbegrünung geht oder um intelligente Wassermanagementsysteme oder eben klimaresiliente Methoden der Land- und Forstwirtschaft, überall bieten sich in der Bewältigung der Krise auch wirtschaftliche Chancen. Und ich finde es richtig, gerade auch in einer Region, die sich im Strukturwandel befindet, darüber zu sprechen, dass dieses nicht nur eine Herausforderung ist, sondern eben, dass es auch Chancen bietet. Inzwischen haben sich schon Unternehmen einem verantwortungsvollen Geschäftsfeld der Klimaanpassung zugewendet.
mit Start-up, die neu am Markt sind, die wollen Geld verdienen, Arbeitsplätze schaffen und ihren Beitrag leisten. Umwelt, Klima und Wirtschaft gehen hier Hand in Hand. Und das genau ist unser Thema heute und hier, dass wir versuchen, hier die Lösungen, die technischen Lösungen mit den Anforderungen in Einklang zu bringen. Es geht am Ende um Dienstleistungen, um Hersteller und Vertrieb technologischer Produkte, die in ihren Geschäftsfeldern darauf abzielen, die Folgen des Klimawandels abzumildern und die Widerstandsfähigkeit von Systemen und Infrastrukturen zu erhöhen. Sie spielt eine zentrale Rolle, um ökologische, soziale und ökonomische Risiken zu minimieren. Und dazu benötigen wir Dienstleistungen und Produkte aller Art. Es bedarf aber eben auch einer koordinierten Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, und zwar lokal und regional, aber auch international. Es müssen Investitionen gezielt gefördert werden, die die Klimaanpassung von Anfang an in Stadtplanung, Bauwesen, Infrastrukturprojekte integrieren. Gleichzeitig müssen Unternehmen aber auch eine weitreichende Unterstützung erfahren, die es ihnen ermöglicht, innovative Lösungen zu entwickeln und anzubieten. Meine Damen und Herren, die Landesregierung tut das im Rahmen unserer Möglichkeiten. Da wäre immer noch mehr möglich, aber mit vielfältigen Programmen unterstützen wir sowohl die Investitionen in klimaresiliente Infrastrukturen, aber eben auch das, was Unternehmen an Entwicklungsperspektive brauchen, um Technologien, um Dienstleistungen zu entwickeln. Und ich bin überzeugt, jede Investition in unsere Resilienz bildet eine Grundlage für eine sichere und nachhaltige Zukunft. Investitionen in Entwicklung und Forschung, in innovative Technologien und Ausbau von Schutzmaßnahmen, das bedeutet das weitere Wachstum der Klimaanpassungswirtschaft. Da ist Wachstum wirklich etwas Gutes, was für uns überlebenswichtig sein wird, und es bietet ein riesiges Potenzial. Und die gute Nachricht ist, Nordrhein-Westfalen, unser Heimatland, hat hier die Nase vorne. Unser Bundesland ist natürlich das industrielle Herz Deutschlands und ich würde auch in aller Bescheidenheit sagen Europas. Das ist vor allen Dingen aber im Bereich der Anpassungswirtschaft so. Wir haben heute, das belegen Untersuchungen, die wir gemacht haben, 190.000 Beschäftigte heute schon, die dem Bereich der Klimaanpassungswirtschaft zugezählt werden können, und das Exportvolumen beträgt 3 Milliarden Euro, und das kann sich im internationalen Vergleich nicht nur sehen lassen, damit nehmen wir eine Spitzenposition ein. Und meine Damen und Herren, wir befinden uns hier in einer Region im Rheinischen Revier, die im Strukturwandel steckt, die Transformation hin zur klimaneutralen Wirtschaft eindrucksvoll vorantreibt, mit einer Vielzahl von Projekten, die wir an vielen Stellen hier in der Region diskutieren, weiter vorantreiben, entwickeln. Und ich bin der Überzeugung, dass eine resiliente und nachhaltige Klimaanpassungswirtschaft auch gerade hier in der Region Teil einer zukunftsfähigen Wirtschaft mit zukunftsfähigen Arbeitsplätzen sein kann. Meine Damen und Herren, mit dem heutigen Start der Resilience Expo im Rheinischen Revier setzen wir in Nordrhein-Westfalen ein klares und starkes Zeichen für das Thema Klimaanpassung und Resilienz. Viele Hände und Köpfe haben diese branchenspezifische Fachausstellung, die den Anspruch internationaler Strahlkraft hat, von langer Hand geplant und vorbereitet. Ich habe mich schon eingangs bei allen dafür bedankt und vielleicht an diejenigen, die die Arbeit geleistet haben, gleich schon die Botschaft. Frau Seemann hat es am Anfang auch ausgesprochen. Es soll nicht die letzte Veranstaltung dieser Art sein, sondern wir haben den Anspruch, das in Zukunft jährlich zu machen
und wir wollen auch weiter wachsen, wir wollen größer werden, wir wollen damit eine Plattform schaffen, um Fachleute, Unternehmen, Wissenschaft, Interessensverbände, Fachverwaltungen und viele andere an einem zentralen Vernetzungsort zusammenzubringen. Wir wollen den Wissenstransfer fördern, wir wollen innovative Lösungen und Best Practice präsentieren, wir wollen den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Gruppen auch über Grenzen, auch über verschiedene Meinungen und Positionen hinweg stärken. Und heute ist es nun endlich soweit, die Resilience Expo hat ihre Tore geöffnet mit einer Vielzahl an regionalen und internationalen Ausstellerinnen und Ausstellern. Sie richtet sich an das Fachpublikum, aber auch an interessierte Bürgerinnen und Bürger mit fast 40 Ausstellenden, mit neuesten innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen ist es wirklich ein beeindruckendes Format geworden. Wir sind repräsentiert hier vom kleinen regionalen Start-up über Kommunen und Verbänden bis hin zu namhaften Forschungseinrichtungen und internationalen Unternehmen. Hier treffen Expertise, Innovation und Praxis zusammen. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass es bei dieser ersten Expo heute so viele Teilnehmerinnen aus Deutschland, aus Nordrhein-Westfalen, aber auch aus dem europäischen Ausland hier zusammengekommen sind oder sich digital im Livestream zuschalten. Die kommen alle noch obendrauf. Sie sind dabei, um sich zu vernetzen, ihr Wissen auszutauschen und neue Partnerschaften zu schmieden. Und die große Resonanz zeigt, wie wichtig und aktuell das Thema ist. Meine Damen und Herren, die Herausforderungen in der Klimakrise, resilient zu werden, sind groß, aber das Potenzial unserer Gesellschaft und insbesondere dieser Region ist es auch. Mit dem Launch der Expo geben wir diesem Potenzial eine Bühne. Zugleich legen wir den Grundstein einer Ausstellungsreihe, die in Zukunft noch internationaler und umfangreicher aufgebaut sind, wo in Zukunft keine Klimakonferenz und keine internationale Großveranstaltung mehr dran vorbeikommt. Ja, das ist jetzt mein Anspruch. Und ich danke nochmals allen, die das möglich gemacht haben. Und das sind natürlich die Ausstellerinnen und Aussteller, die Organisatoren und vor allen Dingen Sie, die Teilnehmenden, die mit ihrem Besuch deutlich machen, dass das Thema wichtig ist, die Veranstaltung lebendig und wertvoll sein lassen. Lassen Sie uns diesen Tag ausgiebig nutzen, um gemeinsam neue Impulse zu setzen für eine zukünftige und zukunftsfähige Klimaanpassungswirtschaft, für das Zusammen von Umwelt und Klima und Wirtschaft und für unsere Generationen und alle die, die nach uns kommen. Ich wünsche Ihnen inspirierende Gespräche, spannende Einblicke, erfolgreichen Austausch, interessante Vorträge, neue spannende Kontakte und freue mich, dass Sie hier sind. Danke für Ihren Einsatz, dass Sie sich dem Thema Klimaanpassung widmen, dass Sie unser Land damit zukunftsfähig machen, auf das wir eine der entscheidenden Herausforderungen der Menschheit, nämlich die Folgen der Klimakrise zu bewältigen, dass wir hier dazu einen wichtigen und entscheidenden Beitrag leisten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Herr Krischer. Das war wirklich, fand ich, eine sehr, sehr leidenschaftliche Rede. Herrlich. Ich bin so richtig in Schwung jetzt. Und ich hole noch mal alle kurz ab, wo wir hier sind. Wir sind ja im Zeughaus in Neuss, das ist Ihnen klar, Sie sind angereist. Es wurde aber jetzt ja auch schon ein paar Mal erwähnt und steht auch hier und da auf unseren Postern, wir sind im Rheinischen Revier. Wenn Sie hier aus der Gegend kommen, dann ist Ihnen das natürlich ein Begriff. Aber es sind ja wirklich auch einige hier, die jetzt nicht aus der Gegend kommen. Das Rheinische Revier ist nicht das örtliche Polizeirevier oder Ähnliches, sondern es ist eine Region, in der wir uns hier gerade befinden. Und der Gastherr quasi dieser Region ist heute hier. Er leitet die Zukunftsagentur Rheinisches Revier. Und diese Zukunftsagentur, die soll dafür sorgen, dass diese Region
zukunftsstark wird und angepasst wird. Und was ist jetzt diese Region, was macht diese Zukunftsagentur und wo befinden wir uns hier? Dazu bitte ich jetzt Herrn Bodo Mitteldorf auf die Bühne, der uns hier begrüßen wird. Bitte schön. Ganz herzlichen Dank, Frau Seemann. Ja, sehr geehrter Herr Minister, liebe Ausstellerinnen und Aussteller, liebe Besucherinnen und Besucher, ich heiße Sie hier in Neuss im Tor des Rheinischen Reviers, könnte man sagen, zumindest aus Düsseldorfer Perspektive, ganz herzlich willkommen. Und darf vielleicht vorweg einmal sagen, dass wir hier im Rheinischen Revier, dass das Rheinische Revier mit all den vielfältigen Akteurinnen und Akteuren, die sich wirklich in den letzten Jahren mit ganzer Kraft auf den Weg gemacht haben, hier auch den Strukturwandel zu bewältigen, dass wir Schauplatz sein dürfen für den Launch einer solch großartigen Veranstaltung. Dafür will ich Ihnen, Herr Minister, auch noch mal ausdrücklich Danke sagen. Das ist wirklich ein hervorragender Einstieg, aber gleichzeitig auch natürlich eine große Ehre. Denn diese Region macht durchaus beides. Sie haben es angesprochen, dem Klimawandel begegnen oder sich an den Klimawandel anpassen. Diese Region hat den Anspruch, zu beidem einen Beitrag zu leisten. Wir leisten den größten Einzelbeitrag für das Gelingen der Energiewende in Deutschland mit dem Kohleausstieg bis Anfang der 30er Jahre. Aber natürlich sind auch bei uns im Rheinischen Revier in einer Region, die von Karst bis in die Eifel reicht und von Aachen bis an die Stadtgrenzen von Köln, entstehen unglaublich viele Projekte, die etwas zu tun haben mit dem Klimawandel. Und insofern ist dieser Ort auch natürlich für den Einstieg gut gewählt. Ich will vielleicht darauf hinweisen, etwa 100 Meter Luftlinie von hier aus, nämlich ungefähr in diese Richtung, entsteht gerade der Neusser Bürgerpark. Und mit dem Neusser Bürgerpark, glaube ich, eines der größten Klimaanpassungsprojekte im gesamten Rheinischen Revier überhaupt. Dort wird man 2200 neue Bäume pflanzen, um dem Klimawandel zu begegnen. Dort wird es Trinkwasserbrunnen geben, dort wird es ein intelligentes Bewässerungssystem geben. All das ist schon an den Klimawandel angepasst. All das stärkt eine Stadt, macht eine Stadt sozusagen resilient, was das Thema Klimawandel angeht. Und insofern hätte der Ort nicht besser gewählt sein können. Darüber hinaus will ich auch darauf hinweisen, das markiert vielleicht auch ein Stück weit den Anspruch, den wir hier im Rheinischen Revier zum Thema Klimaanpassung verfolgen. Wir haben vor etwa einem Jahr mit Teilen des Konsortiums übrigens auch hier das große Klimaanpassungskonzept vorgestellt für das Rheinische Revier. Der Minister hatte schon darauf hingewiesen, diese Region ist natürlich in besonderer Weise betroffen gewesen, insbesondere von Flutkatastrophe, aber als eine vor allen Dingen landwirtschaftlich geprägte Region haben wir es natürlich durchaus eben auch mit den Problemen aus der Dürre zu tun, auch mit Windereignissen zu tun, die auch den Menschen in dieser Region massiv zusetzen. Und deswegen haben wir uns schon frühzeitig auf den Weg gemacht, diese Region an den Klimawandel anzupassen, aber gleichzeitig auch den Versuch zu unternehmen, hier innovative Ideen zu initiieren, neue Lösungen zu schaffen und damit diese Region auch ein Stück weit zur Vorzeigeregion zu machen. Und das wäre dann letzten Endes auch der Anspruch, den wir hier mit dem Strukturwandel verbinden. Wir wollen zu einer Art Kompetenzregion werden für das Thema Klimaanpassung und wollen vor dem Hintergrund all das, was sich im Strukturwandel raus aus der Kohle hin zu resilienten Strukturen bewegt, das wollen wir nutzen, um diese Region zukunftsfit zu machen, und zwar in jeder Hinsicht. Und natürlich geht es auch darum, in einer Region, die einen Teil ihrer Wertschöpfungskette durch die Braunkohle verliert, auch den Menschen zu zeigen, es gibt auch neue Bereiche, die zukunftsfest sind. Und da ist das Thema Klimaanpassungswirtschaft natürlich ein solcher Bereich, ein ganz herausragender Bereich, wie wir ganz
ganz ausgeprägt jetzt gerade gehört haben. Wir haben auch im Rheinischen Revier erste interessante Ansätze, erste Firmen, die sich auch auf diese Dinge spezialisiert haben, die im Rheinischen Revier auch schon tätig werden, die aber auch weit darüber hinaus schon wirken. Und ich glaube, das ist auch durchaus hier auf der heutigen Expo auch deutlich zu sehen. Ich will vielleicht sagen, wenn ich von Kompetenzregion spreche, von Kompetenzregion Rheinisches Revier, dann ist das nicht damit verbunden, dass wir immer nur glauben, dass wir die besten Lösungen haben, sondern es geht auch darum, und dafür ist diese Expo ein fantastisches Format, es geht auch darum, hier im Rheinischen Revier, in einer Region, die sich zukunftsfest machen will, auch die besten Lösungen Deutschlands und der Welt zusammenzuführen, hier zur Anwendung zu bringen und damit auch zu zeigen, was in diesem Bereich mittlerweile alles möglich ist. Und deswegen nochmal ganz herzlichen Dank, dass diese Klimaanpassungs-Expo hier bei uns im Rheinischen Revier stattfinden kann und dass Sie alle mit dabei sind. Ich wünsche Ihnen ein gutes Gelingen, viele gute Gespräche, neue Eindrücke und vor allen Dingen für die weiteren Monate und Jahre am gemeinsamen Wirken viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Middeldorf. Schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Ich komme in meinem Job relativ viel rum und damit meine ich natürlich nicht nur hier in NRW oder in Deutschland mit der Bahn mal schneller, mal langsamer, sondern auch wirklich weltweit. Also ich mache auch Klimaanpassungsprojekte in der ganzen Welt und sehe da natürlich auch den enormen Bedarf. Das ist in Südamerika so, in Nordamerika so, in Asien, in Afrika, aber natürlich auch auf zum Beispiel den vielen kleinen Inseln, wo wir gar nicht manchmal genau wissen, wo die alle liegen und die ja unfassbar von diesem Klimawandel betroffen sind und sich eben auch anpassen müssen. Das heißt, wir sehen weltweit wirklich diesen riesen Bedarf an Lösungen. Und wir sehen auch, dass diese Lösungen, die müssen irgendwo herkommen von uns, aber die werden natürlich auch international entwickelt. Und wir haben heute auch einige Aussteller eben aus dem Ausland hier, die natürlich auch an Klimaanpassungslösungen arbeiten. Und diese Perspektive, diese internationale Perspektive, dass wir nicht nur gucken, was wir hier entwickeln für die Welt, sondern auch gucken, was entwickeln andere, was können wir hier anwenden oder können wir gemeinsam etwas auf die Beine stellen, das ist auch ein ganz klares Ziel der Resilience Expo, also international rund um Klimaanpassungslösungen zu vernetzen. Und darum freue ich mich jetzt auf die nächsten Beiträge, also mehrere, die so ein bisschen diese internationale Perspektive auch hier auf die Bühne bringen. Als erstes haben wir aus der EU einen Beitrag, und zwar von der EU-Kommission. Dieser Person kann leider nicht heute hier sein, darum ist es ein Videogruß. Es handelt sich um Wopke Hoekstra. Er ist der EU-Kommissar für Klima, die Netto-Null-Emissionen und sauberes Wachstum und freut sich auch mit uns über den Launch der Resilience Expo. Diese Videobotschaft ist auf Englisch. Ich hoffe, Sie kommen mit und sonst ist vielleicht einfach nur der O-Ton. Er freut sich, dass wir die Resilience Expo machen. Bitte Film ab. Ladies and gentlemen, distinguished guests, you know better than most that the consequences of climate change are real. In July of 2021, the tragic floods in North Rhine-Westphalia claimed over 150 lives and inflicted over 46 billion in damages across Europe. And there was 33 billion in Germany alone. And this made it the most expensive climate-related disaster in European history. As a matter of fact, between 2018 and 2021, extreme weather events cost Germany at least 80 billion euros. And of course, behind every euro of damage lies a human story. Families displaced, businesses disrupted, and communities forever changed. So enhancing climate resilience and preparedness is not just about costs and losses. It's also about seizing opportunity. It drives innovation, competitiveness, and frankly speaking, cooperation. Last year alone, companies focusing on adaptation solutions generated $1 trillion in revenue, according to the London Stock Exchange Group.
And every euro or every dollar invested in climate adaptation offers a strong return on investment. But despite this compelling case, more needs to be done here on the ground. A recent survey by the European Investment Bank found that while 2/3 of firms in the EU have already felt the physical impacts of climate change, actually less than 1/3 have invested in solutions. Ladies and gentlemen, if you look at the facts, you would find that Europe is warming up twice at the global average. And we cannot afford inaction. We must start treating resilience as an investment and not just as a mere cost. And the European Adaptation Strategy first sketched the direction for this shift. It actually leveraged more investments under InvestEU, cohesion policy programs, and the Common Agricultural Policy. But now it is time to go further. We want European companies to lead the global transformation towards climate resilience. There is an increased need for solutions, from water management technologies, regenerative agricultural solutions, heat and drought resistant crops, and nature-based infrastructure to climate risk insurance, space-based data analytics, and resilient construction materials. And this whole sum of innovations makes us more resilient and opens actually new export markets. So it is good for our competitiveness, for our security, and for our prosperity. Now, looking ahead, the Commission will propose a European climate resilience package by the end of next year. And what it will do is it will support all European risk owners, including businesses, in building their resilience to climate impacts. The European Union wants everyone to work from a shared climate outlook and have access to useful, accessible tools that allow them to take practical, informed steps to actually build resilience. And we also aim to support EU companies in harnessing new business opportunities so we can actually position Europe as a global leader in this field as well. Now, with all of this in mind, we are keen to hear your views about what the EU can do to support businesses in becoming more resilient. I would have loved to participate in the discussion today, but we will launch an open public consultation in autumn, and we hope that many of you will actually take part. Thank you very much for listening, and I wish you very fruitful discussions. Thank you. Ja, herzlichen Dank, Herr Hoekstra, dank u wel für diese Grußworte und auch nochmal diesen Impuls, dass wir eben Klimaanpassungswirtschaft sehen auch wirklich als eine Investmentchance, als etwas, was wir brauchen, aber auch etwas, das uns wirklich nach vorne bringt. Und es ist auch gut zu hören, dass halt natürlich nicht nur NRW oder hier das Rheinische Revier, sondern auch in der ganzen EU, also dass die Politik wirklich diese Klimaresilienz vorantreibt und fordert und fördert. Vielleicht über Förderung gesprochen, das könnte die EU noch ein bisschen einfacher machen. Das ist nämlich ein bisschen anstrengend, diese Prozesse dort. Aber nichtsdestotrotz, da kommt also auch einiges, da kommen nochmal Konsultationsprozesse und neue Förderprogramme für die Klimaanpassung auch, aber nicht nur für Betriebe. Genau, und für Firmen. Und dieser Drang oder was er gerade gesagt hat, war ja nochmal, wir müssen wirklich dafür sorgen, dass wir uns jetzt immer in Zukunft klimaresilienter aufstellen. Und Sie, Herr Minister Krischer, Sie hatten das ja auch gesagt eben eingangs, dass jeder Euro, den wir jetzt ausgeben, ob es für Infrastruktur ist, für öffentliche Räume oder auch privat, ne, Häuslebauer oder auch MieterInnen, ist ja egal, bei uns im Garten oder wo auch immer, alles, was wir da ausgeben und neu bauen oder erneuern, das muss doch ein klimaresilienter Euro sein. Wir müssen uns doch schon direkt bewusst sein, wie ändert sich denn jetzt unser Klima? Wenn ich jetzt hier einen Baum pflanze, muss der doch eben auch, wenn er groß ist, in ein paar Jahren mit den klimatologischen Bedingungen umgehen können. Oder eben auch die Pflastersteine, die ich vielleicht auf der Garageneinfahrt oder eben auf dem großen Marktplatz verlege, wenn ich dann schon mal Geld in die Hand nehme, da muss ich doch schon ein bisschen vorausdenken und das eben mit einfließen lassen. Diese ganzen Entscheidungen. Und das heißt aber auch, dass immer in jeder dieser Entscheidungen wird ja irgendeine Art Lösung, die hier ausgestellt wird, höchstwahrscheinlich eingebaut. Das heißt, das ist eine Riesenchance. Diese Nachfrage wird ja an allen Ecken und Enden steigen und eben auch uns eine Chance
oder auf Englisch eine Opportunity eröffnen. Und darum geht es jetzt in unserer Keynote Speech, also unserer Keynote-Rede, die Daniel Schmitz-Remberg gleich für uns dabei hat. Daniel Schmitz-Remberg ist Nachhaltigkeitsberater und nachdem er das einige Jahre lang in einer großen Firma gemacht hat, hat er sich sogar auch noch in die Gründungsszene begeben und eine eigene Anpassungsberatung gegründet, DSR Partners. Er hat außerdem eine Konferenz ins Leben gerufen, um die Klimaanpassung vor allem in Konzernen, also in den Betrieben, voranzutreiben, eine Corporate Climate Adaptation Conference und er hat auch sonst noch viele Ideen. Er hat zum Beispiel ein Parfum entwickelt für die Klimaanpassung, können Sie ihm gleich mal in der Pause zu befragen, super spannend. Und er treibt auch diese Sichtbarkeit der Klimaanpassungsbranche voran. Er hat nämlich einen Adaptation Tech Award. Für 2025 sind die Bewerbungen noch offen. Wenn Sie eine gute Lösung haben, können Sie sich da noch vielleicht einen Award abholen. Können Sie sich noch bewerben. Und hat auch noch einen Newsletter, der jeden Monat 10 Lösungen und Produkte vorstellt. Daniel Schmitz-Remberg, komm auf die Bühne und inspiriere uns zur Unavoidable Opportunity. Mach langsam, genau. Mit dem Wow, das ist wirklich cool, hier in NRW im Epizentrum der Klimawandelanpassung zu sein. Also toll, dass ich hier sein kann. Vielen Dank. Ich möchte mit Ihnen starten, und zwar mit dem Thema Hoffnung. Als ich gegründet habe, ich war lange Zeit Nachhaltigkeitsberater, eher für die Dekarbonisierung, für die Mitigation, habe ich hier an dem Tisch meinen alten Nachhaltigkeitsberaterkollegen davon erzählt. Und jetzt geht es um Klimawandelanpassung, weil, hey, sorry, das ist ein bisschen im Argen mit dem Klima, wir müssen auch andere Sachen machen. Und die guckten mich mit großen Augen an und sagen, Daniel, hör mal auf mit dem Mist. Du zerstörst uns unsere Hoffnung, dass wir es noch schaffen können. Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen hier im Raum ähnlich ging oder ob es ähnliche Gespräche hier gab, wenn man sich auf einmal mit Anpassung beschäftigt, dass man das andere verneint. Ich möchte heute einige Worte darüber verlieren, dass das die Unavoidable Opportunity ist, dass da eine Menge Hoffnung drinsteckt, in Klimawandelanpassung zu investieren. Und da bringe ich einige Beispiele mit. Aber ich möchte gerne hier im Raum einmal die Stimmung abholen, auch im Video-Stream. Machten Sie sich doch bitte mal kurz Gedanken. Stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt 100 €. Wie würden Sie das aufteilen? Und zwar nur diese 100 €. Wie viel davon ging in die Mitigation und wie viel davon ging in die Adaptation? Haben Sie so eine Idee? Müssen Sie nicht melden, einfach nur merken. Sie haben Ihre Zahl, ja? Okay. Schauen Sie mal links und rechts sich um und sprechen Sie mal kurz mit Ihrem Nachbarn oder Nachbarin. Ganz kurz. Um welche Zahl geht es denn da gerade? Einmal kurz austauschen, bitte. Und im Chat gerne auch austauschen oder mit zu Hause kurz sprechen. Ja, gut. Okay, danke. Das ist, je schwieriger das ist, sie zu stoppen, desto besser sind Sie schon drin im Thema, super. Sie haben jetzt vielleicht 1, 2 Inspirationen noch bekommen, um welche Zahl es geht. Vielleicht, ich weiß nicht, wie weit unterschiedlich das jetzt war. Jetzt geht es aber um Ihre persönliche Entscheidung. Und zwar möchte ich jetzt hier im Raum einen Durchschnitt bilden. Ich werde jetzt von dieser Seite, so schwer es mir mit meinem gebrochenen Fuß auch geht, laufen und hier fängt 0% oder 0 € für Adaptation an. Ja? 0 € Adaptation, 100 € für Mitigation. Und ich werde jetzt hier rüberlaufen, langsam. Und hier drüben habe ich 100 € für Adaptation. Sie haben ja im Kopf irgendwas gerade aufgeteilt, oder? Sie haben Ihre Zahl klar. Und wenn ich hier an Ihrer Zahl vorbeikomme, zeigen Sie in dem Moment auf. Und ich werde diesen magischen Durchschnitt bilden. Okay? Also wir fangen bei 0 € Adaptation an.
0 Euro Adaptation sind die ersten Handzeichen. Okay. Ich gehe weiter. Okay, wir sind bei 10 Euro Adaptation, bei 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Wow. Wow, das sind 65%. Respekt, also wirklich Respekt. Der höchste Wert, den ich jemals so ermittelt habe, also das spricht wahrscheinlich für Sie als Expertinnen und Experten. Merken wir uns diese Zahl 65%. Ja? Wir starten mal mit dieser Grafik, Sie kennen die CO2-Kurve, schon mal gesehen? Wie viel CO2 ist in der Atmosphäre denn so drin? Und das hat Variationen wegen Nord- und Südhalbkugel, Sommer, Winter und so weiter. Aber nehmen wir mal diesen Gesamttrend nach oben. Wo genau war jetzt die Mitigation-Aktion? Wo erkennen wir die da? Wo haben wir was geschafft? Ich finde das ziemlich frustrierend, ehrlicherweise. 1972, Limits to Growth. Da haben wir schon gesagt, Mensch, also jetzt reicht es aber auch mit dem Wachstum. Das geht so nicht weiter. 92, die erste COP. Oh, wir haben hier eine Klimakrise. Jetzt müssen wir handeln, oder? Das sieht man nicht so richtig in dem Graph. 2015, Paris. Jetzt müssen wir aber wirklich 2 Grad begrenzen. Und vielleicht sieht man es von da hinten. Wir schießen gerade noch aus dieser schon sehr steileren Kurve nochmal raus. Das heißt, die letzten Zahlen hier von Mai gehen nochmal raus. Das ist allein schon, finde ich, sehr beängstigend. Aber jetzt kommt noch was. Vielleicht die Physikerinnen und Physiker wissen das vielleicht schon. Einmal emittiertes CO2 braucht so ungefähr 10 bis 30 Jahre, bis das seine ganze Wirkung auf den Klimawandel entfaltet hat. Das heißt, diese Kurve, die kommt jetzt noch an Klimawandel, weil die ist ja schon emittiert. Manche nennen das "that's already baked into the atmosphere". So ähnlich hat das auch die Weltmeteorologische Organisation genannt. Die haben jetzt gerade letzte Woche ein paar Zahlen rausgegeben und zeigen das eigentlich nochmal. In den nächsten 5 Jahren sind wir schon bei 80%, dass es eigentlich noch wärmer wird als jetzt im letzten Jahr, was schon sehr warm war. Und wir sind bei 86%, dass wir die 1,5 Grad nochmal reißen werden. Und wir sind bei 70%, dass die ganze Periode sogar überhalb der 1,5 Grad sein wird. Das heißt, dieses Baked into the Atmosphere ist super klar. Das heißt, die unavoidable part, also die unavoidable, dieser Teil davon, von diesem Satz meiner Rede, der Klimawandel ist klar. Wir wissen ganz genau, wenn man in die Klimadatenmodelle reinschaut, können wir auch sagen, in Neuss in 2035 ist wahrscheinlich diese Wahrscheinlichkeit für Hagelschlag, für Überflutung, genau die Wahrscheinlichkeit. Das wissen wir heute schon. Also gibt es auch eine Opportunity, oder? Das Zitat habe ich von Jay Cole, dem Gründer von der Lightsmith Group, mit seinen herzlichen Grüßen an die Runde ausleihen dürfen. Er sagt, und genau deswegen ist das eigentlich die vorhersagbarste Chance für irgendwelche Investitionen. Er nutzt immer, das ist auch wesentlich wahrscheinlicher vorherzusagen, als wen Taylor Swift nächstes Mal datet. Das ist immer sein Spruch dazu. Das kommt hier nicht so an, weil wir sind ja hier in Neuss und wie auch immer. Es ist nicht Jayco. Also, es geht um ein Investment und diese Opportunity, durch die möchte ich Sie heute durchführen. Ich habe 5 Zahlen für Sie rausgesucht. Kleine Tour de Force, ich mute Ihnen das jetzt mal zu. In meinem Start-up-Newsletter Adaptation 10 habe ich mittlerweile 180 Startups gescreent. Ich gehe da mal kurz rein. Ich habe mit meinem Team jetzt so 50, 60 Mal zusammengebaut. Von Flut über Hitzeschutz, über Sturm, über chemiespezifische Themen, über Wearables. So viele Sachen passieren gerade in der Welt. Ich finde das unglaublich beeindruckend. Und hier so viel in einem Raum zu haben, also wirklich toll. Da gehe ich auch mit Ihnen gleich nochmal durch. Also es gibt total viele Lösungen, überall. Tailwind, ein Investmenthaus aus New York, hat dazu eine sogenannte Taxonomy aufgelegt. Das heißt, die strukturieren das in 8 verschiedene Themes
und 35 Sektoren. Vielleicht finden sich die einen oder anderen sogar da schon wieder. Das heißt, aus diesem ganzen Wust gibt es Strukturen. Und Strukturen sind sehr wichtig, damit Investitionen da hineinfließen können. Weil jeder Investitionshaus sagt, ich mache jetzt zum Beispiel Water and Sanitation. Ich mache zu viel Wasser, ich mache zu wenig Wasser. Ja, ich gehe vielleicht in städtische Anpassungen. Das heißt, auch das als Anregung, wo finden Sie sich dann in einer solchen Taxonomie? Es geht um große Zahlen. Der Staatsfonds von Singapur, GIC, nennt es die 9 Billionen Opportunity. Und zwar geht es um 9 Billionen Investment bis 2050. 9 Billionen ist ja eine irre große Zahl. Ich finde, kann man gut ins Verhältnis setzen, ist ungefähr so viel wie die weltweiten Subventionen für die fossile Industrie. Paradoxerweise. Ungefähr die Hälfte der EU-Wirtschaftsleistung, der Eurozone-Wirtschaftsleistung sind auch ungefähr diese 9 Billionen Euro. Bis 2050 Investitionen. So, jetzt habe ich hier viele, viele Zahlen. Wie viel Wachstum gibt es dort von den Chancen des ganzen Marktes? Also wir sehen, dass die ganzen Intelligence-Themen, die Forecasting-Themen besonders stark wachsen und eher weniger Water Treatment, nicht weil das schlechter ist, sondern weil da heute schon viel gemacht wird. Und wie viel jährliche Wachstumsraten nochmal für das Unternehmen, das ist diese K-Gas, ist im Durchschnitt, liegt bei knapp 6%, aber da sehen wir, dass bestimmte Themen wie Wind-Resistant Building Components wird mehr werden, weil sich viel mehr darauf einstellen. Gerade die ganzen Hurricane-Saisons und auch bei uns wird es viel mehr Wind geben, weil zwischen warmen Temperaturen und kalten Temperaturen wird ausgeglichen, mehr Wind, mehr Schutz nötig. Große Zahl. Jetzt komme ich zur kleineren Zahl. Also nicht kleinere Zahl, aber zum einzelnen Zahl. World Resources Institute hat 320 Projekte ausgewertet und kam mit der Triple Dividend, und das haben wir heute in den Reden auch schon gehört, auf 27%. Triple Dividend ist, ich habe Verlust minimiert, ich habe Umsatzpotenzial gesteigert und ich habe die sozialen Komponenten. Das heißt, ich habe, wenn ich bestimmte Dinge schütze, auch Communities geschützt. Und da liegt es bei 27% pro Jahr im Durchschnitt. Das ist dieser schwarze Strich durch alles, lassen sich nicht von den ganz großen Zahlen verwirren, das sind Ausreißer, man kennt das, wenn man in die Statistik schaut. Median ist vielleicht nochmal interessanter, da liegen wir bei 20% jährlichem Plus. Also sehr beeindruckende Zahlen entlang von 9 verschiedenen Bereichen. Ja, also Transport, Agriculture, Disaster Risk Management, Forest und Nature, ungefähr so ähnlich wie die Tailwind-Taxonomie. Noch konkreter, jetzt war ich etwas zu schnell. Ich wollte es noch konkreter machen. Wir haben mit einem kanadischen Startup, EHAB, haben wir Hitze übersetzt in ökonomischen Verlust und haben aufgrund von deren Vorhersagen einen 15-tägigen Rolling Forecast erarbeitet für Deutschland. Wie viel wird in den nächsten 15 Tagen an wirtschaftlicher Leistung im wahrsten Sinne des Wortes verbrannt? Gehen wir da mal rein. Vom 19. Juni waren es 719 Millionen Euro. Wer möchte das bezahlen? Wir verlieren das aufgrund von Personen, die vielleicht Hitze nicht so ganz gut ihre Rechtschreibung im Griff haben, kennt jeder von uns, sich nicht so gut konzentrieren können, nicht zur Arbeit kommen können. Betroffene Gruppen wie Depressionskranke, deren Medikamente nicht so stark wirken. Bewegt sich was? Jetzt bewegt sich was. Alles, was mit Hitze noch passiert. Wir gehen hier rein, wir haben das auf die Bundeslandebene entlang der Bruttoinlandsprodukts mal gesetzt. In NRW sind es jetzt 109 Millionen Euro. Wir fragen uns, wer möchte das bezahlen? Weil das ist in den nächsten 15 Tagen, wird das verloren. Ja? Die Startup geht in die AI-Themen rein. Die kombinieren das mit ihren Forecasting-Systemen. Wir haben eine Menge Quellen reingelegt, warum das so ist. Auch entlang der Wertschöpfungskette. Und wir sitzen hier mit einer Methodik dahinter, wo wir sagen, aufgrund von 1% GDP-Loss auf die Hitzetage, auf bestimmte Stärke von Hitzetagen umgerechnet, können wir das vorhersagen für die nächsten 15 Tage. Auf einmal bekommt Hitze einen wirtschaftlichen Wert. Und es gibt diesen Gap. Sie erinnern uns an die 65%?
12% aller Climate Tech Startups sind nur im Adaptation-Bereich. Und nur 3% von dem ganzen Climate Finance-Bereich geht in Adaptation rein. Und Sie sagen mir 65%. Also wenn das nicht mal eine Lücke ist. Wie schließen wir die Lücke? Ja, hey, liebe Startups, ihr seid wahrscheinlich überall schon dran. Geht genau in diese Blindspots rein, in diese Hidden Gems, wie das Tailwind nennt. Ja? Liebe Geldgeber, haben wir hier Finanzierer im Raum? Investoren, Banken? Nein? Noch nicht? Okay, hätte ja sein können. Aber falls ihr jemanden trefft, ermutigt die, da reinzugehen. Mehr frühes Geld rauszugeben. Ich komme gerade aus New York. Im Mai war ich bei einer New Yorker Konferenz, da waren nur Investoren, da waren keine Firmen, da waren weniger Interessierte. Ja, die Politik haben wir schon gehört, toll hier in NRW zu sein, die Rahmenbedingungen zu setzen, total großartig. Genau da muss es reingehen. Und die Unternehmen, und ich habe schon einige Unternehmen hier gesehen, traut euch mit den Startups zusammenzugehen. Traut euch Pilotprojekte auszuprobieren. Da ist unheimlich viel drin. Ich habe mir hier die Startups angeschaut und Lösungsanbieter und Anbieterinnen. In Anlehnung an die Tailwind-Taxonomie habe ich mal 5 aufgesetzt. Infrastruktur, zum Beispiel Inteva. Wo haben wir Inteva? Ah, hier unten, genau. Wasseraufbereitung, passt. Cities, Settlement, also Infrastruktur und Gebäude klimaresilienter zu machen. Wo haben wir die Freya? Freya ist gerade unterwegs. Die hat besonderes Hitzefarben, also dass das besser reflektiert und Gebäude dadurch besser kühler werden. Health and Human Resilience, total toll. Performance, ich hatte heute schon hier, Frau Renner, meine Kühlmütze auf. Probieren Sie das mal aus, funktioniert hervorragend. Kühlen Kopf bewahren. Industry Commerce, Floodwave, wo sind die Floodwave-Leute? Floodwave ist, glaube ich, auch im Rundgang. Na toll, ich weiß jetzt seit ungefähr 3 Wochen, dass mein Haus in einem Überflutungsgebiet steht. Na toll, vielen Dank Floodwave. Aber hier kann jeder jetzt wirklich nachschauen, wie in NRW seine eigene Location aussieht. Und Enabling Ecosystems, wirklich Glückwunsch zur NKU, zu dem Netzwerk für Klimaanpassung für Unternehmen. Also Sie sind da wirklich total tolle Vorreiter. Also wir sind an der richtigen Stelle. Sie sind schon gestartet. Lasst uns weiter verbinden. 2 Links von meiner Seite aus. Wer hier Lust hat, seinen Karma mal zu checken, Climate Adaptation Resilience Maturity Assessment habe ich aufgesetzt, kann man mal durchgehen ins Unternehmen und zu schauen, wie man da so steht, entlang verschiedener Kategorien. Oder halt die benannte Konferenz jetzt mit dem Handelsblatt zusammen am 30. und 31. Oktober. Wir suchen auch noch weitere Startups für den Adaptation Tech Award oder auch Unternehmen, die dabei sein wollen. Ja, ich habe eine Menge Informationen gegeben. Jetzt, ich hoffe nicht, Sie zu viel überlastet zu haben mit den ganzen Zahlen. Lassen Sie uns im Gespräch bleiben. Vielen Dank. Ja, über Informationen gesprochen, ich würde sagen, das war ein ganzes Feuerwerk. Wer sich noch gar nicht so sehr auskennt in diesem Bereich, investieren in die Klimaanpassung, der hat jetzt, glaube ich, so ein paar Sachen vielleicht zum ersten Mal gehört. Andere haben sich nochmal bestätigt gefühlt und alle, die vielleicht eher auf der Lösungsbieteranseite sind, haben vielleicht auch nochmal bestätigt bekommen, yo, ich bin genau am richtigen Ort. So sollte es nämlich auch sein. Und du hast ja vorher gesagt, boah, so wenig Zeit habe ich nur, ich hätte so viel mehr zu erzählen. Hast du noch so eine Sache, die du loswerden willst, die jetzt da nicht reingepasst hat? Nochmal so ein Schmankerl nochmal für uns. Vielleicht noch eine große Zahl, 100 Milliarden. Das ist eine große Zahl. Warum ist die Zahl groß? Weil ich war beim BMZ in Berlin und die fragten mich, ja, was macht man jetzt mit Unternehmen? Und viele im Raum waren so, ja, man muss die Unternehmen ja zwingen, jetzt Geld auszugeben für Adaptation. Ja, sag ich, ja, so richtig mit dem Zwingen geht das auch nicht. Wie wäre das denn, wenn das eine Chance ist? Und das Verhältnis, dass Risiken in Unternehmensbilanzen erkannt werden, das ist nämlich total schwierig. Es gibt sogar buchhalterische Verbote, nach vorne Risiken rückzustellen. Und wenn die nicht rückgestellt sind, kann man das nicht entsprechend da rein investieren. Das heißt, wenn man alles durchrechnet, wie das denn wäre, wenn die das verstehen würden, die zukünftigen Klimarisiken, kam ich weltweit auf 100 Milliarden jährlich, die Unternehmen ausgeben würden, um Klimarisiken zu noch bekämpfen und zu bearbeiten. Das ist also auch eine potenziell riesige Nachfragebranche, ja. Also die großen Konzerne dieser Welt oder auch vielleicht die nicht ganz so großen Konzerne dieser Welt, auch die müssen sich anpassen. Total. Die sind also auch vielleicht für Sie als potenzielle Kunden super spannend. Ja. Alles klar, vielen Dank, Dankeschön. Daniel. Dankeschön. Langsam bitte runter, Vorsicht, genau. Und wir bleiben jetzt nochmal in diesem internationalen Bereich und
gehen zu dem sehr bekannten UNFCCC. Das sagt Ihnen wahrscheinlich allen was. Also es geht um unser Weltklimarat, es gibt die Weltklimakonferenz. Wir sind ja hier alle aus der Bubble, das heißt, wir wissen Bescheid und die haben gerade ihre Zwischenkonferenz in Bonn. Das heißt, die sind hier alle ganz um die Ecke, viele Regierungsvertreter, ganz viele Wissenschaftler auch und wissenschaftliche Institutionen und bereiten schon mal die nächste COP, also die nächste Weltklimakonferenz im Herbst vor. Wir haben die auch angefragt. Logischerweise konnten die nicht kommen, denn die sind in Session. Das heißt, die haben natürlich jetzt gerade all ihre Beratungsmomente dort in Bonn und konnten nicht da sein, haben aber versprochen, auf jeden Fall nächstes Jahr dabei zu sein. Neben den ganzen Regierungsvertretern und den Wissenschaftlern gibt es auch ein Organ, das nennt sich die UN High-Level Champions. Das sind Personen, die werden benannt, jedes Jahr sind es 2, die sollen vermitteln zwischen dieser, sag ich mal, Regierungsebene, also so Staatenebene und den ganzen nichtstaatlichen Akteuren, auch zu Klimaanpassung. Das heißt, die sollen hin und her vermitteln, um eben auch die, sag ich mal, Kommunen zum Beispiel, die sind ja auch nicht staatlich, die Kommunen, aber eben auch die Privatwirtschaft zum Thema Klimawandel und insbesondere eben auch zur Klimaanpassung zu motivieren und dazwischen Brücken zu schlagen. Und unsere nächste Videobotschaft kommt von einer Dame, die hat mit und für die UN High-Level Champion gearbeitet. Das ist Sabrina Bachrach und sie wird uns eben aus dieser Perspektive auch noch einmal in das Thema einläuten. Bitte Ton und Bild ab. Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Resilience Expo, es ist so wichtig, dass Sie hier sind. Das Thema ist unglaublich brennend im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin Sabrina Bachrach, Global Policy and Finance Advisor des Atlantic Council Climate Resilience Centers und außerdem bin ich Beraterin für die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen zum Thema Klimaanpassung und Klimaanpassungsfinanzierung. In den vergangenen Jahren haben wir sehr eng mit den UN High-Level Champions zusammengearbeitet, um mit Versicherungen, Banken, Investoren und Regierungen das Thema Klimaanpassungsfinanzierung voranzutreiben. Und es ist wirklich wahnsinnig viel los in diesem Markt. Wir befinden uns in einem globalen Veränderungsprozess und Veränderungen kommen immer mit Risiken und Chancen einher. Einer dieser globalen Prozesse ist eben der Klimawandel. Wir haben 1,5 Grad Erderwärmung überschritten und wir sind auf Kurs auf 3 Grad Celsius Klimaerwärmung und die Folgen wären wirklich fatal. Die Kreditratingagentur S&P Global veröffentlichte letztes Jahr eine Studie, dass der Klimawandel bis 2050 die globale Weltwirtschaft bis zu 4,4% kosten wird, wenn wir nicht unterhalb der 2 Grad Erderwärmung bleiben. Zum Vergleich, während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 schrumpfte das weltweite BIP um etwa 3%. Gleichzeitig wissen wir beispielsweise aus einer Studie von Standard Chartered Bank, dass jeder Dollar, den man in Klimaanpassung investiert, eine Kapitalrendite von bis zu 12% erreichen kann. Der neue Markt für Klimaanpassung ist also längst hier und es gibt einen immensen Bedarf an Wissen, Werkzeugen, Technologien und Finanzprodukten, um unsere Wirtschaft und Gesellschaft resilienter zu gestalten. Und weil das niemand alleine schafft, brauchen wir eine noch nie dagewesene Zusammenarbeit zwischen Start-ups, Finanzinstitutionen, Regierungen und NGOs. Nehmen wir die Rhein-Main-Region als Beispiel. Da werden wir in den kommenden Jahren entweder vermehrte Wasserknappheit sehen oder Überschwemmungen. Um das anzupacken, brauchen wir Technologien für die Aufbereitung von Frischwasser. Wir brauchen mehr Renaturierung entlang der Wasseradern, Wiesen und Infrastruktur, die die Klimarisiken aushalten. Wir brauchen außerdem Finanzierung und auch Regelungen von der Politik, die das Ganze ermöglichen. Wer sich heute anpasst, gewinnt. Nur 2 Beispiele aus meiner Arbeit. Der US-amerikanische Versicherer FM Global bietet seinen Kunden zum Beispiel einen Investitionsvorschuss und eine Reduzierung der Versicherungsprämie an, wenn Kunden in Klimaanpassungslösungen investieren. Denn Versicherer wissen längst, dass angepasste Kunden weniger risikoreich sind.
Außerdem und insbesondere Unternehmen im Bereich Lebensmittelherstellung investieren zum Beispiel in nachhaltige Landwirtschaft, damit ihre Zulieferer den wachsenden Klimaveränderungen gewachsen sind. Ihr seht also, Veränderung ist da, die Lösungen sind da. Jetzt geht's wirklich ans Umsetzen. Vielen Dank und viel Erfolg. Ja, vielen Dank, Frau Bachach, nach München. Das waren motivierende Worte und Sie haben es ja alle gehört. Wir müssen uns anpassen, wir brauchen die Lösungen und wir brauchen das Wissen. Und das ist eine Spitzenüberleitung, das hätte ich gar nicht besser machen können, zu unserer nächsten Sprecherin. Denn Sonja Pans ist an einem Wasserinstitut tätig. Sie ist jeden Tag dabei, Wissen zu generieren, Wissen zu verbreiten und eben auch Lösungen zu erarbeiten. Sie ist Umweltingenieurin und hat ihre Laufbahn nicht nur in Deutschland, sondern auch in Schottland und Kanada vollbracht und hat sich dann in ihrer Wahlheimat, den Niederlanden, niedergelassen. Genau. Und heute Morgen ist sie mit der Bahn angereist, hat mir gerade noch erzählt, die Nervosität ist nicht unbedingt hier vor Ihnen zu sprechen, sondern eher, weil sie das noch nie auf Deutsch gemacht hat, obwohl sie Deutsche ist. Das heißt, wenn da so ab und an was Holländisches bei rumkommt oder was Englisches, dann ist das einfach Teil ihrer Arbeit. Und das Interessante an der heutigen Arbeit, die sie gerade macht, ist, dass sie für ein UN-Panel, nämlich das IPCC, das Sie vielleicht noch gar nicht kennen, arbeitet und dort dafür sorgt, dass insbesondere Delta-Regionen und Küstenregionen dieser Welt resilienter werden. Ich finde es super spannend. Ich bin gespannt, was du uns mitgebracht hast. Die Bühne ist deine. Bitte schön. Danke, Irene. Guten Morgen. Ich freue mich, um hier zu sein. Ich habe es heute Morgen geschafft, Den Haag zu entkommen. Das ist nämlich da der NATO-Gipfel. Das heißt, die Stadt ist eigentlich in einem Lockdown. Ich bin ziemlich froh, dass das alles geklappt hat. Zurückkommen ist noch eine ganz andere Frage, aber das ist für später. Ich habe hier meine Slides. Sehr gut. Ich bin Beraterin bei Deltares. Deltares ist ein wissenschaftliches Institut in den Niederlanden. Mittlerweile mehr als 20 Jahre Erfahrung im Umweltbereich, wie Irene schon gesagt hat, nicht nur in den Niederlanden, wo ich momentan wohne, aber auch weltweit, von Singapur nach Kanada, nach Schottland und in ganz Mengen Ländern, wo ich zwischendurch gearbeitet habe. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen mit einer Spezialisierung in Umweltingenieurwesen studiert, in Cottbus und in Göteborg in Schweden, habe also schon immer das Internationale gemacht. Und sitze vor allem alles, was mit Küsten zu tun hat, aber vor allem auf Klima. Was können wir machen, um unser Klima, den ankommenden Klimawandel, den Klimaschutz, den Klimaanpassungen, was zu tun? Wir haben gerade in der Keynote gehört, es passiert. Wir wissen alle, es passiert. Es wird immer noch schlimmer. Wir sind in der Situation, wo wir reinkommen, wo wir was tun müssen. Wir haben allerdings jetzt noch die Chance, dass wir was proaktiv machen können. Wir sind noch nicht in der Phase, dass wir nur reaktiv beantworten müssen, sondern wir haben noch die Chance, mit unseren Anpassungsmöglichkeiten proaktiv die Nase vorne zu halten. Ein paar Worte über Deltares. Deltares ist ein unabhängiges, nicht gewinnorientiertes, also Not-for-Profit Institut in den Niederlanden. Wir generieren für das Ministerium auch Wissen im Gebiet vom Wasser und Untergrund, also alles, was im Boden funktioniert, und wollen dafür sorgen, dass das Wissen zugänglich ist für alle. Wir haben selbst eine ganze Menge Research-Fazilitäten. Wir sitzen also auf der Grenze zwischen der Wissenschaft und der Innovation. Wir wollen gucken, was es für neue Möglichkeiten gibt. Wobei ich in meinem täglichen Leben feststelle, dass Innovation wahnsinnig wichtig ist, aber ganz viele Sachen wissen wir eigentlich auch schon, man tun sie einfach nicht. Das heißt, da ist auch noch eine große Lücke. Ups. Deltares besteht schon ungefähr 100 Jahre, Deltares selbst nicht. Die Erfahrung, die wir haben, es steht schon über 100 Jahre. Hier ist ein Bild des Bauen des
Abschlussdeiches im Eiselmeer, der im Prinzip Holland vor dem Wasser beschützt hat, weil Wassermanagement ist in Holland ziemlich groß. In alle Niederländer, die Wasser ist eingebrannt, 1953 ist sind die Deiche im Süden von den Niederlanden durchgebrochen und hat das ganze Land überschwemmt. Das heißt, es hat so einen Schock ausgeübt, dass seitdem 1953 und dann in 1960 haben dann wirklich alle angefangen, richtig Sachen zu bauen, um Holland vor dem Wasser zu beschützen. Dieser ganze Mindset hat sich so gedreht, dass wir gesagt haben, oh, wir können das Wasser beherrschen, wir schaffen das, wir können das. Und alles, was wir bis dahin getan haben, ist darauf gebaut, wir können Wasser beherrschbar machen. Und dabei vergessen wir manchmal, vielleicht müssen wir auch eigentlich denken, was sind dann eigentlich die Systeme, die dahinter stecken? Wie können wir eigentlich Sachen schlau benutzen, die da sind? Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, wir haben Wasser, was über ein Feld läuft, in einen Kanal fließt. Und wir wissen, es regnet und wir wissen, dass wir die Nährstoffe, die auf dem Feld liegen, lieber nicht in dem Kanal haben wollen. Und im Prinzip eine ganz einfache Lösung, wo viele Leute doch nicht mehr so drüber nachdenken und was jetzt so langsam wieder zurückkommt, macht ziemlich viel aus, wie ich mein Feld pflüge. Pflüge ich es in der Richtung zum Kanal, sodass das Wasser ein bisschen runterfließt, durch die Fugen von dem Flug sozusagen ins Wasser, oder mache ich es andersrum, fahre ich in die andere Richtung mit meiner Flugrichtung, sodass das Wasser über eine ganze Menge hubbeln muss, bis es zum Kanal kommt. Das sind so ganz kleine Sachen, die, heute nennen wir das dann Innovation, sagt man, oh, haben wir noch nie drüber nachgedacht, und denken von, oh ja, aber das sind eigentlich Sachen, die wir eigentlich schon wissen. Das sind nicht die großen neuen Innovationen, die wir auch nötig haben, aber es sind eine ganze Menge, die wir schon in der Pocket haben, wo wir denken, wie kriegen wir denn was wir schon wissen, aktiviert in die Politik, in das tägliche Leben von den Leuten, um zu gucken, wie können wir das nun wirklich umsetzen. Ich skippe hier ein kleines bisschen, weil ich denke, ich erzähle Ihnen lieber was, an das ich Ihnen die Slides mache. Ich bin seit 2 Jahren beinahe die Projektleiterin von dem IPDC. IPDC steht für das International Panel for Deltas and Coastal Areas und beschäftigt sich damit, Arten von Beschleunigung zu finden, wie man handlungsfähige Klimatadaptionen oder Anpassungen in verschiedenen Ländern entwickeln kann. Irene hatte schon genannt, es ist keine UN-Gremium, aber es ist die holländische oder niederländische Antwort auf den Aufruf von der UN, um zu sagen, hey, wir müssen was tun, lasst uns das anpacken. Und in 2023 ist in New York die UN-Water-Konferenz gewesen, und die Niederlande haben gesagt, wir machen als Commitment, Commitment, versteht ihr schon, für die Water Action Agenda sagen wir richten das IPDC auf und wollen damit eben die handlungsfähige Klimatanpassung nach vorne bringen und gucken, wie wir das verschnellen können. Eine Anzahl Länder hat gesagt, ja, da wollen wir gerne mitmachen. Hier sind die Länder, die gesagt haben, in New York gesagt, wir wollen mitmachen, wir wollen untereinander austauschen, wie wir besser Klimatanpassungen machen können. Und wir haben aus den ganzen Ländern haben wir 4 Delta-Länder, Kolumbien, Ägypten, Vietnam und das holländisch-karibische Gebiet als unsere Fokusländer rausgenommen und haben gesagt, okay, mit den Ländern gehen wir jetzt wirklich intensiv, gestützt durchs IPDC, was eben finanziert ist durch das Ministerium von Infrastruktur und Wassermanagement in den Niederlanden, und versuchen zu gucken, wie können wir helfen, dass hier Klimaanpassungen durchgeführt werden und verschnellt werden. Und wie können die Länder miteinander sich verständigen und darüber lernen. Wir hatten nicht so lange her einen Austausch zwischen Ägypten und Bangladesch. Die Bangladeschi, die in Ägypten zu Besuch waren, sagten, ja, also stellt euch doch nicht so an. Ihr habt einen Fluss, ein Delta.
Wir haben 100 Flüsse, 100 Deltas. Es kann doch nicht so schwer sein für euch. Und naja, die Ägypter sagen, ja, das ist ganz schwierig. Und da haben sie angefangen zu reden und dachten, oh Mensch, wir haben doch die gleichen Probleme. Es ist doch das gleiche Problem, dass wir Salz haben, was ins Land reinkommt. Wir haben Wasser, entweder zu viel oder zu wenig, weil auch in Ägypten überströmt es regelmäßig. Es ist nicht nur immer Wasser zu wenig. Bangladesch kennt genau die gleichen Probleme mit Landwirtschaft, die abhängig ist von dem Frischwasser, was anwesend ist. Und nach den anfänglichen, wir sind doch ganz anders, dachten sie von, hey, wir haben echt was auszutauschen. Und ähnlicher Austausch findet mittlerweile statt zwischen Kolumbien und Ägypten, die sich über Naturanpassungsmaßregeln unterhalten haben, die eigentlich über die Küstenbeschützung gehen, aber naja, aus zwei verschiedenen Perspektiven kommen, aber doch ganz vergleichbar sind. Das ist das, was wir dann auch mit dem IPT versuchen zusammenzubringen. Wir haben einen Teil Unterstützung, was können wir lernen, wie können wir den Ländern über die kleine Hürde rüberheben, wo es hängt. Wo hängt es fest, wenn wir über Klimaanpassung reden? Was können wir tun, ohne ein Riesenprogramm zu sein, mit Rieseninvestitionen, die Investitionen losmachen können, die Schwierigkeiten überbrücken? Zweiter wichtiger Punkt, das Netzwerk. Wir tauschen uns aus, in den Ländern, aber auch in einem weiteren Rahmen. Was habt ihr gelernt? Was können wir beitragen? Was wollt ihr bringen? Weil manchmal kommen wir in die Länder und sagen sie, ja, also ich meine, die Niederländer, ja, ihr habt ja auch ein Delta, ihr habt alles gelöst. Und dann denken wir von, ja, nee, das ist eigentlich auch nicht so. Wir können genauso lernen von euch. Und dann sagen wir, ihr könnt lernen von uns. Ja, nee, wir kommen nicht zu euch, mit aller unserer Weisheit, sondern wir holen hier auch Weisheit, weil ihr macht Sachen, die wir vielleicht nicht drüber nachdenken. In den Niederlanden zum Beispiel ist momentan ein ganz großes Thema, das heißt Bodem, Water, stürend. Also es wird gesteuert, das ganze System, was wir haben mit Boden und Wasser, dass man das Ökosystem sich anguckt und denkt von, hey, was ist es, wie müssen wir unsere Maßregeln bauen, dass das beachtet wird. Und meine brasilianische Kollegin guckt mich an und sagte, was ist das denn jetzt? Ich meine, in Brasilien haben wir gar kein Geld, um es anders zu machen. Nur weil ihr mit dem Mindset kommt, alles ist beherrschbar und nicht mehr drüber nachdenkt, was da eigentlich ist, den Luxus haben wir gar nicht. Und jetzt denken wir von, oh ja, in den Niederlanden denken wir, das ist unser großes Thema. Und dann kommen wir in anderen Ländern und sagen, oh ja, die können gar nicht anders. Und es ist nicht, einfach weil es nicht anders kann, aber es ist sicher genauso schlau. Und so lernen wir auch ab und zu, dass wir denken von, wir müssen da vielleicht nochmal anders drüber nachdenken. Was uns aufgefallen ist im IPCC ist, dass es so wichtig ist, um integral an Probleme ranzugehen. Ich habe gerade geguckt, Tailgate hat alles in hübsche Sektoren verteilt, was total praktisch ist, weil Finanzierung geht oft in Sektoren. Das Problem ist, Probleme lassen sich oft nicht in Sektoren lösen. Was heißt, wenn wir in den Ländern, mit denen wir zusammenarbeiten gehen, haben wir gesagt, es ist schön, wir fangen an bei dem Ministerium, wo die Klimaanpassung oder der Klimaschutz verankert ist. Manchmal ist das Wasserministerium, manchmal ist das Umweltministerium. Das heißt, es sind verschiedene Ministerien, wo das stattfindet. Dann kommen wir da und sagen, ja, also schön, wir wollen gerne mit euch reden, aber habt ihr eigentlich schon mal mit euren Kollegen von Landbau gesprochen? Ja, nee, wieso? Wir sind doch hier vom Wasser, warum sollen wir mit euren Landbau? Aber die brauchen doch auch Wasser. Und habt ihr auch schon mal mit euren Kollegen von Housing oder von, was auch immer, Umwelt gesprochen? Und dann ist da so eine große Stille. Und dann ist von, vielleicht sollten wir das mal tun. Ja, wir haben ab und zu mal ein Meeting. Was wir mit dem IPCC gemacht haben, haben gesagt, was wir euch helfen wollen, sind Projekte, aber wir wollen, dass sie breit getragen sind, durch die verschiedenen Ministerien zusammen. In Ägypten hat das eine riesige Moment mal ausgelöst. Danach haben wir 3 Monate beinahe nichts gehört. Danach saßen wir mit 3 Ministerien am Tisch und haben sie gesagt, das sind unsere Prioritäten, zusammen. Und da fühlen wir uns natürlich unheimlich gestärkt, weil wir denken von, ja, das ist genau die Message, die wir rüberbringen wollen. Und ich sage ganz ehrlich,
Nicht, dass die Niederlande das so super machen. Auch da ist definitiv noch Lehrbedarf, aber ich meine, auch da sind wir am Triggern dann vielleicht mehr mit der mit dem Deltares-Hut auf, um zu sagen, hey, ihr müsst euch auch miteinander verständigen und sprechen. Breit ist eine Seite, vertikal ist eine andere Sache. Das heißt, wenn wir mit dem Ministerium anfangen, aber die Gemeinde oder die Stadt die Maßnahmen durchführen muss, auch da muss es in einer Linie sein. Und was wir als letztes mitgeben als Integral ist, sagen, können wir Visionen, die wir haben, so sehen wir die Zukunft von Klimaanpassung für unser Land, für unsere Region, für unsere Stadt, können wir die vernetzen und in kleine Stückchen schneiden, sodass wir wieder nach den Sektoren kommen, sodass wir wieder die Finanzierung rund kriegen, aber innerhalb dieser großen Vision. Dafür haben wir einen Report geschrieben und ein vereinheitliches Framework aufgesetzt, was eigentlich nichts anderes ist als jedes andere analytische Framework, wo man sich das System anguckt, wo man analysiert, die Schritte nimmt und hinterher wir re-evaluiert, um zu sagen, hey, wie müssen wir jetzt weiter? Und ob das nun das IPCC-Framework ist, ob das Framework of Analysis ist oder eins von den 100.000 anderen Frameworks ist, das macht eigentlich nicht aus. Es geht um systematisch denken, Sachen miteinander verbinden, die Wissenschaft, die Wissen hat, die Wirtschaft, die Geld hat und auch wahnsinnig gute Ideen. Ich habe hier kurz heute Morgen einmal eine kleine Runde schon rumgemacht davon, Mann, da sind so viele gute Ideen, die eigentlich umgesetzt werden muss, aber auch die Politik oder die öffentliche Hand, die da auch mitspielt und nicht zu vergessen, die Gesellschaft. Weil wenn jeder Einzelne zu Hause denkt, ja, es geht mich nichts an und es interessiert mich nicht, dann, dann wird das auch nicht funktionieren. Darum, ich will eigentlich befürworten, ja, der Austausch über die Grenzen ist unglaublich wichtig. Niederlande, Deutschland ist schon relativ nah, aber die anderen Länder, Ägypten, Vietnam, Kolumbien und karibische Inseln, haben auch alle ihren Beitrag zu liefern und natürlich alle anderen Länder, die dazugehören. Ich bin froh, dass ich ein kleines bisschen das hier mitbringen kann, die Botschaft, wie wichtig der Austausch ist. Ich freue mich darauf, dass das nur der Startpunkt ist und dass wir hier über Jahre dran bauen können, weil ich denke, dass das unglaublich wichtig ist. Und ich werde mir auch sicher die Zeit nehmen, um gemütlich rumzugucken und denke von, vielleicht sind da noch gute Ideen, die wir direkt noch in den IPCC einbauen können, sodass wir es direkt konkret in Aktion bringen können. Ich bedanke mich herzlich. Nimm das Glas mit. Ja, vielen Dank, Sonja. Ich finde es immer super spannend, von der Arbeit von anderen zu hören, vor allem, wenn es noch so einen süßen niederländischen Akzent hat. Ich fand es jetzt wirklich großartig. Ich hoffe, Sie haben vielleicht auch ein paar Fragen mitgebracht. Es ist so, ich hatte eigentlich hier in meiner Moderation stehen, wir sind super in der Zeit, Sie können jetzt Ihre Fragen loswerden an Frau Pans. Ja, leider ist das nicht der Fall. Wir sind ein bisschen hinter der Zeit und darum würde ich Sie bitten, sparen Sie sich Ihre Fragen auf für die Mittagspause. Genau, da ist die Frau Pans da ist auch Daniel Schmitz-Rembeck da sind die anderen Speaker auch alle da und wir gehen jetzt zum nächsten Programmpunkt über, denn wir sind ja keine Konferenz. Wir sind ja eine Expo. Es geht ja um die Ausstellung. Es geht ja um die Aussteller und Ausstellerinnen. Und darum möchte ich jetzt zusammen mit 2 Ausstellern hier, die heute hier sind, einmal das, was wir gerade gehört haben, ein bisschen besprechen und mal hören, was ist denn deren Meinung dazu? Ist das alles, sage ich mal, theoretischer Bullshit oder hat das wirklich was wir da gehört haben? Ist da wirklich Schwung im Markt? Brauchen wir alle diese Lösungen? Genau, darum bitte ich jetzt Freier Torge und Herrn Ringelstein auf die Bühne hier. Für Sie beide jeder hat ein Handmikro und ich stelle mich lässig an die Seite neben euch. Genau, hier können wir uns schön platzieren. Genau, und ich weiß natürlich jetzt schon, wer Herr Ringelstein ist, ich weiß jetzt schon, wer Frau Torge ist und darum würde ich vorschlagen, die stellen sich jetzt erstmal vor. Und zwar fangen wir mit dir an. Vielleicht ein Wort zu dir selbst und vor allem dann zu deinem Unternehmen. Was bietest du an und so weiter und so fort. Ich glaube, du kannst einfach starten.
Ja, also mein Name ist Freya Torge, meine Firma heißt Cool Ends Germany und die ist letztendlich eigentlich ein bisschen durch einen Zufall entstanden. Näher ans, genau. Weil mein Mann die Lust auf eine Klimaanlage hatte und ich hasse Klimaanlagen. Das heißt, ich hatte mich herausgefordert gefühlt, Lösungen zu finden, wie wir unser Haus ohne Klimaanlagen kühl halten. Und daraus ist tatsächlich jetzt dieses Unternehmen geworden. Das heißt, ich habe mich spezialisiert auf innovative Klimamaterialien, die einfach funktionieren, die keine Technik brauchen, demzufolge natürlich auch keinen Strom brauchen. Genau, und damit bin ich jetzt unterwegs. Das heißt, ich habe von verschiedenen Herstellern Lösungen und über die berate ich natürlich und die vertreibe ich. Okay, eine Frage. Kann man Frau Torge gut verstehen? Sonst wird gut, alles klar. Sehr gut. Und wie lange gibt es schon Cool Ends? Also Cool Ends gibt es seit 2020 und mit ganz Vollgas angefangen 2022. Genau, dann hätte ich jetzt gesagt, wir sprechen von einem Start-up noch, ne, im Wachstum. Und wie viele Leute arbeiten bei dir in der Firma? Also im Wesentlichen arbeite da ich und ich. Ja, eine Ich AG, genau. Ja. Aber wir sind 3 Gesellschafter. Genau, darum haben wir dich ja auch extra ausgewählt. Es geht um ein Start-up, es ist noch klein, es ist im Aufbau und es geht vor allem um Hitzelösungen. So, jetzt gegenübergestellt, Herr Ringelstein, Sie sind dran. Ihr Unternehmen, was machen Sie da so und so weiter? Vielen Dank. Also ich habe vor über 30 Jahren ein Buch gelesen, Last Oasis nennt sich das, von Sandra Postel. Und da habe ich gedacht, okay, Wasser ist mein Thema. Und das kann ich ganz empfehlen. Also eigentlich ist damals alles schon beschrieben worden, was wir heute so sehen im Themenbereich Wasser. Wasserfan bin ich auch schon immer, vom Segeln, Freizeit und so. Und eigentlich bin ich Maschinenbauingenieur, habe also vom Wasser gar keine Ahnung, sage ich manchmal. Aber es hat mich einfach so begeistert und dann haben wir angefangen, auch mit einem Studienfreunden zusammen das Unternehmen zu gründen im Bereich Regenwassernutzung. Und heute ist jetzt wirklich ja über 30 Jahre später. Wir sind immer noch klein, kann ich gleich noch mal erzählen, wieso. Wir sind 20 Mitarbeiter, wir sind aber weltweit aktiv. Also wir haben mittlerweile jetzt über 25 Partner weltweit in allen möglichen Ländern, wo unsere Produkte verkauft werden. Ja, ich habe vielleicht vergessen zu sagen, was wir machen. Also Wasserwiederverwendung, also alles, was damit zusammenhängt. Irgendwo, jedes Wasser, was wir bekommen, ist für uns eine Wasserquelle. Das kann jetzt Regenwasser vom Dach sein, das kann Grauwasser sein, das kann Abwasser sein. Und der zweite wichtige Themenbaustein ist Regenwassermanagement. Also ich sage immer, weg mit dem Wasser, wenn wir eben Überflutungskatastrophen verhindern wollen, Starkregenereignisse. Das sind die Hauptthemenbereiche. Genau, das heißt, Inteva etabliert, nicht riesig, aber ich glaube 20 Personen, das ist schon, verglichen mit dir, ist das schon ein großes Unternehmen so ungefähr. Und eben Wasseraufbereitung, Wassermanagement, Regenwassermanagement, das sind die Themen von der Inteva. Genau. Und jetzt so ein bisschen verschiedene Blicke auf das, was wir gerade gehört haben. Fangen wir mal mit der Keynote an. Da wurde ja betont, das ist eben diese Klimaanpassungswirtschaft, das ist ein Markt, der in Bewegung ist. Da geht es richtig ab, vor allem in Zukunft. Ja, wie sehen Sie das? Sind Sie schon ein bisschen länger am Markt? Herr Ringelstein, ist das so? Geht es richtig ab? Oder wie ist das? Genau, das fand ich auch jetzt super spannend, das nochmal aus dieser Perspektive aus zu betrachten. Natürlich als Unternehmer fängt man ja an und man denkt, okay, boah, das ist super, jetzt geht es richtig los. Ja, das habe ich also ungefähr schon 30 Mal gesagt. In meinem Freundeskreis, die machen sich auch schon lustig. Und dann ging es auch super los. Also es ging los hier in Nordrhein-Westfalen. Das ist auch schön hier, das Thema vielleicht als Beispiel zu nehmen. Es gab eine Förderung für die Regenwassernutzung. Ja, 5.000 D-Mark damals. Und alle haben wie die Verrückten dann angefangen, Regenwasserlagen zu bauen. Super. Und dann gab es das Gebührensplitting. Ja, was ist das denn? Das Gebührensplitting ist, wenn also einfach die Gebühren geteilt werden. Wir haben Trinkwasser, wir haben Abwasser und Niederschlagswassergebühr. Derjenige, der sich also eine Regenwasseranlage kauft, der spart ab diesem Zeitpunkt, als das Gebührensplitting eingeführt wurde, nur noch die 2 € fürs Trinkwasser. So, und da war es natürlich ganz spannend, was passierte. A, ist die Förderung eingestellt worden, Nordrhein-Westfalen, und B, ist das Gebührensplitting eingeführt worden. Und das bedeutet, der Markt ist komplett zusammengebrochen. Ja, also man denkt immer noch, in Deutschland wären so viele Regenwassernutzungsanlagen, aber das wird unter der Hand, wird ganz viel noch eingebaut, aber die Leute wollen auch immer den finanziellen Anreiz noch haben. Also der finanzielle Anreiz bei diesen Technologien und gerade wenn es auch um Sparen geht, jetzt sind wir hier beim Sparen, Wassersparen, warum mache ich das? Ne? Also in diesem Themenkomplex befinden wir uns, deswegen ist das halt in den letzten Jahren ein starkes Rauf und Runter gewesen und jetzt aber die Anpassung, natürlich, also auch nach der langen Zeit, wo ich jetzt schon in dem Business jetzt bin, sehe ich jetzt sehe ich erst nach diesen 30 Jahren wirklich das Wachstum.
Weil jetzt gibt es kein Zurück mehr und jetzt ist auch die Wirtschaftlichkeit akzeptiert. Das haben wir eben in den ganzen super Vorträgen ja schon gehört. Man hat jetzt ausgerechnet, dass sich das rechnet. Also das Regenwassermanagement beispielsweise, die Flutkatastrophe. Ich wohne in Belgien und direkt ein paar Meter weiter in Eupen ist auch alles weggeschwommen. Ja. Das finanziert sich eben einfach und also wird es auch jetzt stark finanziert und subventioniert und die Leute haben angefangen festzustellen, es ist günstiger, was zu tun, als nichts zu tun. Okay, also so ungefähr, es ging los, dann ging es abwärts, jetzt geht es wieder aufwärts. Alles klar. Wie sieht es bei dir aus? Also ich merke auf jeden Fall einen Zuwachs beim Thema Hitzeschutz. Ja. Also wir haben ja auch andere Materialien, aber Hitzeschutz merke ich einen Zuwachs, der kommt aus dem individuellen Leidensdruck. Okay. Das hat aber die Problematik, dass Menschen nur Hitzeschutz denken können, wenn sie Hitze spüren. Mhm. Ja, also das heißt, du könntest ja wunderbar über den ganzen Winter Rollos planen oder auch Anstriche planen und die dann im Frühjahr machen und dann hättest du einen Hitzeschutz für den Sommer. Aber die Leute, denen fällt jetzt wieder ein, dass es heiß ist und dann fangen sie jetzt wieder an, drüber nachzudenken, dann haben sie kein Budget und über den Winter wird es wieder vergessen. Das merke ich, also das heißt, wir haben so ein saisonales Thema und wenn mal ein Sommer nicht so heiß ist, dann gibt es auch Hitze generell nicht so. Also das ist so ganz komisch, also dieses wer nicht hören will, muss fühlen, ist ganz tief drin und ja. Aber wenn man das ist dann so saisonal gesehen, aber so in Summe sieht man jetzt so, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also wir haben dieses Jahr jetzt im Frühjahr schon so viele Dachbeschichtungen gemacht wie in den letzten 3 Jahren nicht. Also ach krass, okay. Das merke ich schon. Und wo kommt die Nachfrage vor allem her? Also mehr so öffentlich, mehr privat, mehr Unternehmen? Wer ist da bei euch? Also privat ist immer am schnellsten, Privatwirtschaft oder auch privat-privat. Wo wir jetzt ganz viel Nachfrage haben, ist tatsächlich der ganze Bereich Krankenhauspflege und sowas. Ah ja, okay. Weil die eben erstens viele schlechte alte Gebäude haben, zweitens kein Geld für technische Lösungen haben, drittens es auch gesundheitlich nicht gut ist, Klimaanlagen in Krankenhäusern einzubauen. Ja. Und weil die eben wirklich also einfach gesundheitliche Risiken haben für ihre Patienten oder Bewohner, die mit Hitze tatsächlich exponentiell steigen. Also das heißt, es ist auch wirklich ein Verantwortungsthema, was eben auch immer mehr den Häusern auferlegt wird. Ja. Also da merke ich von der Business-Seite im Moment den größten Treiber. Nachfrage, ja. Ja. Ich bin mir auch sicher, es sind einige hier aus den, sag ich mal, sozialen Einrichtungen aus der Ecke, also sehr spannend, vielleicht auch mal an dem Stand vorbeizuschauen. Wir haben heute Mittag auch eine Session zu dem Thema. Genau, dann, Sie hatten ja eben schon erzählt, Herr Ringelstein, vor allem in Deutschland war das so, Förderung und so weiter und so fort. Jetzt weiß ich aber auch, dass Sie ja schon ein bisschen internationale Luft schnuppern, also jetzt nicht in Belgien, wo Sie wohnen, sondern so richtig international. Wie sind Sie in diesen Markt gegangen? Was ist da so Ihr Kunden, also das haben wir auch gerade gehört, international, es passiert ganz viel Nachfrage überall. Wie läuft das bei Ihnen, bei Inteva? Also wir sind ja ein Entwicklungsunternehmen und wir produzieren halt unheimlich gerne, das macht halt einfach Spaß. Ne? Und das heißt, es war uns eigentlich völlig egal, ob in Deutschland jetzt die Produkte gerade gut gehen oder nicht, sondern wir machen das halt eben aus intrinsischer Motivation sozusagen. Und dann sind auf einmal Länder da, die gesagt haben, oh, das ist ja spannend, das brauche ich. Ne? Also zum Beispiel USA. Ja. Also in den USA gibt es Kalifornien, da gibt es den Arnold Schwarzenegger und der hat halt gesagt, Grauwasserrecycling, das ist da jetzt Pflicht bei großen Gebäuden und davon haben wir profitiert. Wir haben dann zusammen mit einem Partner in den USA Systeme entwickelt, sind da heute auch führend in dem Bereich, haben die einzigen weltweit die NSF-Zertifizierung und da müssten Grauwasseranlagen eingebaut werden. Ob ich es jetzt gut finde oder nicht, ist ein anderes Thema mit diesen Verpflichtungen und so. Aber für uns war das als Unternehmen erstmal ein Vorteil. Wir haben halt tolle Projekte da umgesetzt. George Lucas Museum geht jetzt gerade dieses Jahr in Betrieb in Los Angeles und so. Und das ist dann ganz interessanterweise, sage ich mal, auf die Initiative von einem einzelnen Menschen sozusagen zurückzuführen. Ja. Ja? Also wir haben damit in dem Fall gar nichts zu tun, weil wir reagieren nur. Da sind wir viel zu klein, auf der politischen Ebene mitzuspielen. Wir haben uns ein bisschen engagiert im Bereich Normen. Also zum Beispiel habe ich damals mitgearbeitet an der Norm für Grauwasserrecyclinganlagen. Und das ist heute ein Vorteil. Das heißt, in Deutschland können wir zum Beispiel die Anlagen jetzt einfach so einbauen. Wir brauchen keine Genehmigung, wir müssen nur anzeigen und wir müssen auch keine aufwendigen Prüfungsverfahren dadurch laufen. In den USA hört sich ja ganz toll an auf der einen Seite, auf der anderen Seite, jetzt steigen da die Anforderungen. Ja, auch da sind wir immer wieder dabei, so Interessenkonflikte. Die Fähr- und Ansauger sehen noch nicht so richtig, wo sind sie denn dabei, wenn Wasser gespart wird. Ja? Also werden da die Anforderungen hochgeschraubt. Ne? Und das führt dann wiederum dazu, dass der Markt vielleicht gekillt wird. Also das ist sehr, sehr komplex. Mhm.
Und welche anderen Länder, jetzt nur so ein paar Stichworte, wo sind Sie noch aktiv? Also eigentlich kann man sagen, mittlerweile, also Europa, ganz viele Länder, Niederlanden ist super, in Belgien machen wir ganz viel. In Belgien gibt es zum Beispiel eine tolle das Gesetz, nenne ich es jetzt mal, also bei jedem Neubau muss eine Zisterne eingebaut werden. Klar, die meisten Kunden machen dann auch eine Regenwassernutzung. Wir haben automatisch kostenlos quasi, sage ich mal, den Retentionsspeicher mit dabei und die kosten einfach nicht viel. Das lohnt sich, ist eine super Sache. Wir haben Länder auf der osteuropäischen Seite sind einige Länder, Rumänien, Tschechien, wo ein bisschen was ist. Marokko ist jetzt hinzugekommen. Marokko ist, okay, ja, Marokko, klar, mit Wasser ist da ja dann wahrscheinlich auch ein Riesenthema. Ja, aber auch immer wieder die Frage, ist jetzt da jemand, der jetzt sagt, ja, ich habe da Lust, was zu machen, und Marokko ist da recht stark mittlerweile, die wollen das auch unterstützen. Andere Länder, die können sich ist eben auch gefallen, man kann es sich nicht, einfach andere Sorgen, einfach ganz andere Sorgen. Ja. Also Vietnam zum Beispiel, auch ganz andere Sorgen. Da dachte ich, oh, da können wir was machen. Arabische Emirate, da dachte ich, oh, das ist ja super, die haben ja ganz wenig Wasser. Ja gut, aber die haben halt viel Öl und die machen halt einfach jetzt mal, ich sag's ganz salopp, Entsalzungsanlagen, Umkehrosmose. Das Geld dafür, ne? Ja, auf einmal ist dann kein Markt da, ne? Und so weiter und so weiter. Ja, also es ist spannend. Super spannend, vielleicht für alle, die internationale Ambitionen haben, vielleicht mal bei Inteva vorbeischauen und sich ein paar Tipps abholen, wie man auf dem internationalen Parkett die Unternehmen groß macht. Genau, dann vielleicht noch ein Stichwort, ich habe gerade so ein paar Mal aufgeschnappt, es geht ja auch vor allem um ein bisschen, auf Englisch sagt man Enabling Environment, also so eine gewisse Förderung, vielleicht auch eine Pflichtvorgabe, das kann so einem Markt natürlich auch Schwung geben. Gleichzeitig können gewisse Dinge auch einen Markt ausbremsen, ne? Hemmnisse, Hindernisse und so weiter und so fort. Was würden Sie sagen, was müsste auch mal abgeschafft werden, damit das endlich mal durchstarten kann? Vielleicht zuerst, Frau Torge. Also was ich generell feststelle, ist, dass ganz viel Förderung immer noch so auf Neubau abzielt. Ja. Also zum Beispiel gerade Hitzeschutz am Gebäude ist ja, es wird immer geredet über Fassadenbegrünung, Dachbegrünung. Das ist schon im Neubau schwierig. Aber im Bestand ganz, ganz oft einfach unmöglich. Und es ist natürlich schwer zu vermitteln, dass ich sage, naja, wenn du jetzt ein Gründach machst, es wird gefördert, wenn du aber jetzt ein Kühldach machst oder eine Hitzeschutzbeschichtung, das musst du halt selber bezahlen. Ja. Das ist einfach psychologisch doof. Natürlich ist eine Kühlbeschichtung sowieso viel, viel, viel günstiger als ein Gründach. Aber trotzdem habe ich immer diesen Knick im Hirn so, ja, das muss ich jetzt selber zahlen, aber ich mache doch was Gutes. So. Ja, ja. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass wir sehr, sehr viele Regeln und Berechnungsformeln und was auch immer für Normen haben, die alle immer den Status quo abbilden. Das heißt also, diese Kühlbeschichtungen funktionieren eben einfach komplett anders als eine Dämmung. Deswegen kriege ich die da rechnerisch nicht rein und deswegen brechen ganz viele die Überlegungen dazu einfach sofort ab, weil sie sagen, kriege ich ja nicht gerechnet. Ja. Und dass sie aber ihrem Kunden damit was absolut Sinnvolles verkaufen würden, das ist einfach dann im normalen Planungsprozess zu kompliziert und ja auch nicht das Anliegen eines normalen Mitarbeiters, der einfach den Auftrag hat, die Kühlung zu berechnen. Ja. Dann rechnet er halt Klimaanlage und dann ist fertig. Ja, so. Und das ist eben schade. Ja. Okay, ich nehme mit und vielleicht auch für alle, die zugehört haben, zum einen, wenn man aus der Politik kommt und Gesetze mitgestalten kann, vielleicht mal die Bestandsgebäude etwas mehr in den Blick nehmen und das andere für alle Planerinnen und Ingenieure hier, das sind auch einige, gerne mal ins Gespräch gehen zu anderen Lösungen, die vielleicht jetzt nicht Standard durchgerechnet werden. Okay, dann haben Sie auch noch was sollte Ihrer Meinung nach abgeschafft werden? Was ist ein Hemmnis, was weg muss? Ja, da bräuchte ich aber 2 Stunden für, wenn ich das alles erläutere. Okay. Haben wir nicht. Also erst einmal, ich sage nur 2, 3 Beispiele. Ne? Zum Beispiel gibt es in Deutschland den Anschluss- und Benutzungszwang. Ja, wenn ich also neu baue, ja, dann muss ich mich anschließen. Das hat irgendwie auch alles seinen Sinn irgendwo, weil einer muss ja auch die ganzen Kanäle oder Infrastruktur bezahlen. Das verstehen wir. Aber auf der anderen Seite killt das aber auch die Eigeninitiative. Also wir haben vor 6 Jahren glücklicherweise neu bauen können in Aachen, so das letzte Pflaster erwischt. Wir sind wasserautark und energieneutral, aber natürlich müssen wir uns auch anschließen, kostet dann aber auch nur der Anschluss wieder 3.000 € extra. Aber wir haben gesagt, nee, wir wollen komplett autark sein mit dem Wasser. Das geht auch, technisch sowieso, ist ganz einfach. Aber man muss so einen gewissen Spießrutenlauf durchlaufen und das ist zum Beispiel immer noch eine Hürde, eine große. Ja? Das ist jetzt eine von vielen Hürden, aber da könnte man noch eine Menge Hürden abschaffen, um das Ganze zu vereinfachen. Und da lauft man schon, also Kunden laufen da überall wieder auf. Ne? Man könnte viel mehr machen, wenn man da sinnvoll einige Hürden abbauen würde, auf jeden Fall, ja. Alles klar, dann vielleicht noch positiv vorausschauend heute, der Tag, die Resilience Expo. Was gucken Sie sich an? Herr Ringelstein.
Also ich möchte da ganz kurz ein bisschen Werbung für uns machen. Draußen stehen wir mit dem Stand und zwar gibt es bei uns... Ja, genau, wo stehen Sie? Ja, wir stehen draußen. Wenn Sie aus der Tür rauskommen, ja, am Eingang da gegenüber. Und da gibt es Limonade, Cola und Bier. Nicht so viel trinken bitte, weder von dem einen noch von dem anderen. Aber das ist halt das Wasser von unserem Hallendach aufbereitet. Also das Regenwasser. Wir wollen damit zeigen, dass man mit Regenwasser viel mehr machen kann, auch so Trinkwasser verarbeiten kann. Ansonsten... auf Ihre Frage einzugehen, ich werde mir auf jeden Fall jeden Stand gleich anschauen. Ich hoffe, ich schaffe das. Das freue ich mich total drauf. Alles klar. Und was erhoffst du dir von der Resilience Expo? Ja, also ich bin natürlich immer auf der Suche nach Produkten, die ich auch weitertragen kann, selbst wenn ich sie vielleicht dann nicht selber anbiete, aber jeder Beratungsaspekt ist wichtig. Also ich habe zum Beispiel hier vorhin gesehen, Moos für Fassaden, das fand ich total spannend, da wollte ich mal hin. Und ja, ich werde natürlich auch gucken, so viel wie möglich anzugucken und ja, Greifbares mitzunehmen. Wunderbar, dann vielen lieben Dank für diese Einblicke von den echten Ausstellern, so ungefähr. Wie sehen Sie das? Erstmal einmal bitte einmal Applaus für diese beiden und genau, ich muss meine Karte holen. Ich habe nämlich meine nächste Moderationskarte vergessen. Ich bin sofort wieder da. Ah ja, hier. Genau. Genau, denn das ist ja jetzt auch wichtig gewesen, mal richtig die Einblicke von den Anwenderinnen und Anwendern bzw. den Lösungsanbietern und Anbieterinnen zu bekommen. Und wir haben ja auch verstanden, dass wir ins Gespräch kommen müssen. Also gerade wurden ja so ein paar Hinweise gegeben, so nach dem Motto, ich als Ausstellerin oder ich als Unternehmen, ich brauche das und das von der Politik oder das und das in der Zusammenarbeit oder das und das Wissen brauche ich noch. Das heißt, ich hoffe, wir alle, Sie alle gehen heute sehr viel ins Gespräch, auch vielleicht nicht mit den üblichen Verdächtigen, die man ja jedes Mal sieht und natürlich ist es nett, mit denen mal wieder einen Kaffee zu trinken, sondern trauen sich auch mal neue Leute kennenzulernen oder vielleicht die einsame Person am Stehtisch, sich einfach mal dazu zu stellen und neue Kontakte zu knüpfen. Wir kommen jetzt zu den letzten beiden Beiträgen hier auf dieser Bühne. Wir haben die so gewählt, dass die ganz bewusst nochmal so eine Bandbreite abdecken von der Klimaresilienz. Wir haben erst jemanden ganz Lokales. Herr Haas ist Bürgermeister in Stolberg und Stolberg war betroffen von der Flutkatastrophe 2021. Betroffen und aber auch angepasst. Ist jetzt also hoffentlich so ein Schritt klimaresilienter. Das heißt, das hören wir gleich zuerst. Und danach hören wir ganz was anderes, nämlich eine internationale Perspektive. Und zwar kommt dann Frau Gombert auf die Bühne. Sie ist Stadtplanerin und ich sage jetzt mal Strategin in der Firma Land. Und Land ist eine Stadt- oder ein Planungsbüro. Und die haben auch nicht nur Aufträge in Deutschland, sondern eben auch international. Und sie bringt Beispiele mit aus Italien und aus Kanada, um dann eben mal global aufzuzeigen, was wird denn da geplant und gemacht und vor allem langfristig umgesetzt. Denn da sind wir uns alle einig, diese Klimaanpassung, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Jetzt also zunächst die lokale Perspektive. Herr Haas, die Bühne ist Ihre. Sie brauchen das Mikro. Ja, genau, ja. Ja, hallo zusammen. Ich darf ja jetzt das zweite Mal schon hier reden und freue mich ehrlicherweise auch, dass es hier diese tolle Messe gibt, denn gerade für uns, Kupferstadt Stolberg, ich mache mal eins weiter, ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Wir haben ja oftmals die Diskussion, ob so etwas passieren kann, Extremwetterereignisse. Hier sehen Sie unsere Haupteinkaufsstraße. Während, ich sag mal, des höchsten Hochwasserpeaks oder fast in der Nacht war das sah noch schlimmer aus. Und das zweite Bild zeigt eigentlich unseren schönsten Platz in der Altstadt. Und da kommen wir dann auch zu den Herausforderungen, wie baut man so einen Platz wieder auf? Ich sage Ihnen ganz offen, wenn wir den mit einer HQ100 Sicherheit aufbauen müssten, ohne etwas Besonderes zu machen, würde ich dann die Mauern zur Ficht 2,50 Meter hochbauen. Sie können sich vorstellen, es wird kein Mensch mehr kommen und die Stadt Stolberg besuchen, weil es so schön ist. Aber Sie sehen, Volumen des Wiederaufbaus 250 Millionen Euro, aber der Gesamtschaden, wenn man private, und wir haben sehr viele
sehr viele Unternehmen im energieintensiven Bereich. Da kommt man weit über 1 Milliarde Euro. Und ehrlicherweise, das ist ja eben schon oftmals auch vom Minister angesprochen worden, da sollte jeder Euro auch sinnvoll angelegt sein und auch nachhaltig. Und man sollte sich vorher überlegen, ob man den Hochwasserschutz damit klar machen kann. Wir haben hier mal so ein bisschen die Pegelstände, die vor der Stadt Stolberg in Mullertshütte gemessen wurden, sind gezeigt. Der normale Stolberger spricht von 3 Wellen, was auch zu dem einen oder anderen schweren Vorwurf geführt hat. Was Sie eben gesehen haben, war die zweite Welle, also um 16 Uhr dann am zweiten Tage oder am ersten Tag, am 14. Juli, wo das Hochwasser kam. Sie sehen, nach 22 Uhr ist es nochmal schlimmer und extremer geworden. War nur einfach so dunkel, dass man da wenige Aufnahmen von hat. Ja. Was ist unser Ziel? Ich habe es mal kurz aufgeschrieben. Wir wollen Stolberg natürlich schöner machen, sonst wäre ich der falsche Bürgermeister, aber vor allen Dingen auch nachhaltig, hochwassergeschützt und auch zukunftssicher. Man muss sich auch überlegen, baut man eine Stadt an einem Fluss wirklich nochmal auf? Diese existenzielle Frage haben wir uns am Anfang gestellt. Wir sehen es aber auch als eine große Chance. Eine Stadt wie Stolberg, dann doch eher, ich sag mal, nicht von sich aus so innovativ, wie man sich das oft wünschen würde, kann das jetzt schon so ein bisschen als Startpunkt sehen, um sich dementsprechend auch als resiliente Stadt aufbauen zu können. Und dafür ist auch die Messe ganz wunderbar, ganz viele Gespräche geführt, gerade auch schon. Also wenn Sie das Gefühl haben, Sie können für die Stadt Stolberg das ein oder andere noch bewirken, wir kommen da gleich noch zu, wir haben ja eine Wiederaufbaugesellschaft gegründet und auch dort bekommen wir Fördermittel, um resiliente Strukturen herzustellen. Und ja, wir sind weit auf dem Weg, aber wir sind eine Stadt mit 60.000 Einwohnern. Wir sind nicht Köln, nicht Düsseldorf, nicht New York. Wir können uns nicht für jeden Bereich 20, 30, 40 Fachkräfte leisten. Da brauchen wir wirklich externe Unterstützung oder auch manche Ideen, die ich ehrlicherweise vorher noch gar nicht gehabt habe, um das gemeinsam zu entwickeln. Sie sehen hier unser altes Rathaus im Vordergrund, was gerade saniert wird. Sie sehen das neue Rathaus im Hintergrund, was gerade abgerissen wird, sodass Sie so ein bisschen sehen, in welchen Bereichen wir unterwegs sind. Und ja, das Rathaus hat massive Schäden. Wir haben das bewertet, natürlich nach wirtschaftlichen Standpunkten. Die Sanierung wäre genauso teuer gewesen wie der Neubau, aber wir wären nie hochwassergeschützt gewesen. Und natürlich auch, was die technischen Voraussetzungen und Möglichkeiten angeht, hätten wir das nicht geschafft, sodass wir jetzt neu bauen können. Sie kennen das alle, DGNB-Zertifizierung ist angestrebt. Cradle-to-Cradle-Bauweise. Wir haben uns das vor allen Dingen bei den Nachbarn angeguckt, in Venlo, in den Niederlanden. Wir wollen natürlich auch modernste Arbeitsbedingungen und Raumlösungen finden und natürlich auch ein klimaresilientes Gebäude schaffen. Ich denke, da sollten wir Vorbildfunktion sein. Und hier sieht man, der Weg dorthin ist lang und aufwendig, gerade für eine Stadt, wo dann viele Leute fragen, warum muss denn gerade das Rathaus neu gebaut werden? Die Diskussion können Sie sich alle in der Bevölkerung vorstellen. Und ehrlicherweise wäre die Sanierung und der Neubau des Rathauses schon vor der Flut sinnvoll gewesen. Sie hätten sich das aber niemals politisch getraut und dementsprechend müssen wir jetzt diese Chance nutzen. Und ich denke, wenn wir da als Vorreiter fungieren können, wird die ein oder andere Kommune auch sehen, dass diese Chance dann auch sinnvoll genutzt werden kann. Ja. Wie kann man Hochwassersicherheit herstellen? Sie sehen von oben eine Stadt mit ganz viel denkmalgeschützten Gebäuden, was sehr herausfordernd ist, der Denkmalschutz beizubehalten, aber auf der anderen Seite moderne Gebäude, nachhaltige Gebäude zu schaffen und auch hochwassergeschützte Gebäude. Und das beschäftigt uns natürlich. Wir haben direkt 2 Wochen nach der Flut, weiß ich noch genau, am 28. Juli 2021 die Umweltministerin vor Ort gehabt, mit der ich dann gemeinsam meinen 40. Geburtstag feiern konnte. Und an dem Tag haben wir uns dann über Hochwasserschutz unterhalten und haben eine Zusage für den Maßnahmenplan bekommen. Dieser Katalog ist sehr mannigfaltig, wie sagt man, ein Blumenstrauß von Maßnahmen, den man natürlich bei uns sieht. Es geht um Retentionsflächen,
Es geht um Regenrückhalteflächen gerade vor der Stadt. Es geht um den Wiederaufbau der Bachufermauern, wo halt denkmalgeschützte Mauern mit altem Bruchstein gebaut sind, die aber jetzt so massiv gestützt werden, dass sie halt auch nicht mehr umkippen können. Wir haben natürlich das Thema der Brücken und der Geländer, wo wir über Lichtraumprofile denken und vieles, vieles andere. Und Zielvorgabe, Sie sehen, ist HQ 100. Und da muss man ehrlicherweise sagen, das sind halt die Zahlen, die wir haben. Wir hatten damals eine Katastrophe, das würde ich ein HQ Extrem nennen, also wirklich ein 1000-jähriges Ereignis, was wir komplett niemals geschützt bekommen, wo es aber dann darum geht, auch den Objektschutz oder das Gebäude. Also ich war selber privat betroffen, also bei uns gibt es jetzt nur noch Lehmputz im Gebäude, sodass, wenn es dann mal wieder Wasser eintritt, dass man dann auch nach einer Trocknung die Möglichkeit hat, ohne wieder alles abzureißen, wieder einzuziehen. Genau, wir sind dabei, gemeinsam mit unserer Wiederaufbaugesellschaft, die wir gegründet haben, um all diese Maßnahmen, Sie können sich vorstellen, 250 Millionen Euro investiv, da braucht eine Stadt wie Stolberg alleine 10 Jahre für und baut dann nichts anderes mehr. Dafür haben wir eine eigene Wiederaufbaugesellschaft gegründet, um auch andere Partner zu bekommen, auch ein bisschen innovativ unterwegs zu sein. Und gemeinsam mit ProAqua haben wir halt diese Modellrechnung erstellt. Und dann haben wir natürlich gesehen, welche wesentliche Austrittspunkte der Ficht halt gerade in der Altstadt sind und wo wir dann spezialisiert Maßnahmen ergreifen. Ich habe beispielhaft mal 1, 2 mitgebracht. Die Kollegin, die nachher spricht, wird, glaube ich, darüber reden, dass sie auch bei uns aktiv sind. Ich weiß nicht, ob sie über dieses Projekt schon spricht, aber Sie sehen, das ist eine riesige Maßnahme. Ich habe eben schon von dem schönen Offermannplatz gesprochen, wo Sie jetzt noch diese schönen Big Packs sehen und dort haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass natürlich ein neuer Brückenbau mit mehr Lichtprofil da ist. Wir werden aber auch es schaffen, also eine mobile Aquawand dort hinzubewegen, denn man muss ehrlicherweise sagen, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, würden wir die Mauer so hoch bauen, dass es ein HQ 100 standhält, dann würde der Platz wahrscheinlich zubetoniert werden müssen und da muss man immer einen Spagat schaffen und ich glaube, da haben wir eine gute und sinnvolle Lösung gefunden, die wir jetzt auch gerade umsetzen. Ja, wir haben die Zweifallerstraße, wenn Sie dort dieses Loch sehen, was bis zu über 2 Meter tief war, das ist unsere Hauptverkehrsachse der Kupferstadt Stolberg gewesen oder ist es jetzt wieder und auch dort sind wir gerade dabei, nicht nur, also saniert ist das schon, das natürlich neu zu machen, die Straßengeländer werden dort zu einer Mauer umgebaut, aber Sie können sich vorstellen, wenn wir die Straßen anpacken, werden wir die natürlich komplett anpacken. Die geht komplett an unserer Großindustrie vorbei und da kann ich Ihnen sagen, in diese Straße muss Wasser, muss Strom mehr als denn je, weil die alle auch gerade ihre Prozesse verstromen, um nachhaltig zu sein. Da muss ein Gasnetz rein. Wir werden ans Wasserstoffnetz angeschlossen, auch das muss dort rein. Und wir wollen über ein Nahwärmenetz durch die energieintensiven Unternehmen bis zu 20.000 Menschen in Stolberg mit Wärme beliefern. Sie können sich vorstellen, was das für diese Straße heißt. Ich werde oft gefragt, wann endlich der Fahrradweg dort gebaut wird, der auch sehr sinnvoll dann entlang der Ficht gehen wird und nicht mehr entlang der Ausgangstore der Großindustrie. Aber das ist natürlich ein Mammutprojekt. Wir werden, ich sage mal, nicht nur am offenen Herzen, sondern an der Aorta, was unseren Verkehr angeht, operieren müssen. Das wird uns die nächsten 5 Jahre beschäftigen, stückweise das zu entwickeln. Und da wissen Sie, was das für Erklärungsbedarf in der Bevölkerung heißt. Wir wissen aber auch, dass dies unabdingbar und sehr sinnvoll und wichtig ist. Hier sehen Sie den Bereich, die ehemalige Kita-Zauberkiste. Ich würde sagen, in dem Bereich, wo der Kindergarten immer betroffen war, schon bei kleinen Hochwassern, dort wird sicherlich kein Kindergarten mehr gebaut. Das ist zu gefährlich. Und ja, wir werden dort auch die Mauer erhöhen. Es wird aber dort im nördlichen Bereich, Sie sehen das in grün, so einen kleinen Damm geben, sodass wir zusätzliche Retentionsfläche schaffen werden. Und wir sind noch gerade im Gespräch mit dem Fördermittelgeber, ob dort nicht auch noch ein Parkhaus entstehen kann, oben drüber. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Da gucke ich den Herrn Middeldorf schon an, der dafür dann auch zuständig ist. Also denken Sie an uns, das wäre sehr wichtig, denn auch da versuchen wir das Thema
das Thema ja sinnvoll anzugehen. Und wenn wir den Straßenraum neu ordnen mit mehr Raum für Fahrrad und ÖPNV, haben wir weniger Raum für Parkflächen. Dementsprechend muss man in einer Altstadt auch kreativ werden, um Lösungen zu finden. Ja, Fazit zu den Hochwasserschutzmaßnahmen. Genau, also das sind jetzt die ersten, die halt wirklich primär sind. Wir haben halt für uns zusammengelegt, was so die großen Themen sind. Höherlegung der Brücken, die Dammbalken als temporärer Verschluss, gerade für Austrittspunkte mitten in der Stadt. Ja, die Schaffung von Retentionsräumen in der Stadt sind natürlich nicht nur wegen Hochwasser wichtig, sondern auch, wenn man Wasser halten kann bei den Extremwettern, die wir heutzutage haben, auch sinnvoll, wenn man Wasser speichern kann. Aber die größte Regenrückhaltefläche wird vor der Stadt sein, 2 große Regenrückhaltebecken, die gebaut werden. Ja, die Mauern sind dementsprechend massiv gebaut und nachentwickelt worden. Und ja, das sind so kleinere Maßnahmen an Gebäuden, ob es nun die Flutfenster sind, an den Schulen, die wir neu machen, oder die technischen Anlagen. Ich kann Ihnen sagen, wir hatten früher sowohl das Archiv als auch die technischen Anlagen dort, wo sie jeder hatte, im Keller. Ich glaube, das wird der Kupferstadt Stolberg so schnell nicht mehr passieren, aber auch darüber muss man nachdenken. Und ich glaube, die größte Herausforderung wird sein, den Menschen zu erklären, warum es 10, 20, 30 Jahre dauert, bis dass wir wirklich hochwassergeschützt sind. Deshalb kann ich nur jedem empfehlen, frühzeitig darüber nachzudenken und nicht, wie wir es immer machen, nach der Katastrophe, sondern frühzeitig. Ich kann Ihnen sagen, die Regenrückhaltebecken waren vor der Flut schon geplant, waren aber nie priorisiert worden, weil niemand die Regenrückhaltebecken haben wollte. Die Zeiten sind natürlich vorbei und ich hoffe, dass alle verstanden haben, in welchem Zeitalter wir sind und nochmal, dass es sich lohnt, insgesamt über Stadtentwicklung und so weiter nachzudenken. Deshalb, wenn Sie Ideen, sonstige Sachen haben, melden Sie sich gern bei mir, mich finden Sie sofort oder bei unserer Wiederaufbaugesellschaft. Der Willi Stärk ist derjenige, der dort Geschäftsführer ist und wir haben doch die Möglichkeit, das ein oder andere innovativ dann auch mal auszuprobieren, wenn es doch sinnvoll ist. Und ich glaube, da kommen wir doch hier auch in einen guten Austausch, weshalb ich auch die Veranstaltung so schön finde. So, ein schönes Bild zum Schluss, ohne Hochwasser, mit Blick auf unsere Innenstadt aus dem Grün. Das ist so das, was die Stadt Stolberg beschreibt. Dementsprechend in diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ich habe noch eine Rückfrage. Eine Rückfrage. Sie hatten ja am Anfang schon gesagt, Sie haben sich schon 3, 4 Lösungen angeguckt. Was für Lösungen interessieren Sie denn besonders? Weil dann können hier vielleicht 2, 3 Sie gleich nochmal zur Seite ziehen und mal zu Ihrem Stand. Also das ist natürlich bei uns total breit gefächert. Wir haben eine Großindustrie direkt am Fluss, die müssen sich damit beschäftigen, wie sie aktiv Hochwasserschutz betreiben. Die haben dort das ein oder andere an Maschine rumfliegen. Sie haben gesehen, das sind vielleicht 500 Millionen Euro, die da geschützt werden müssen. Es ist aber auch die Möglichkeit, die Türen zu verschließen, um halt, ich sag mal, die letzten 50 Zentimeter bis zu 1 Meter zu schützen, die wir durch die Regenrückhaltebecken nicht geschützt bekommen. Das ist sehr breit gefächert. Wir brauchen da aber auch kreative Leute, die auch manchmal ganz andere Lösungen haben. Dementsprechend sind wir da total offen. Wichtig ist nur, wir bekommen ja wieder Aufbaumittel zum Wiederaufbau und dort sind auch Mittel eingestellt, die wir für Hochwasserschutzmaßnahmen nutzen können. Und das ist besonders wichtig und gut. Und ich hoffe, dass wir da als positives Beispiel vorangehen können, denn im nächsten Schritt müssen auch die Städte geschützt werden, die es vielleicht noch nicht ereilt hat, die aber in einem ähnlichen Risikogebiet sind. Ich bin da jetzt vielleicht ein bisschen Lokalpatriot, sehe aber auch die Bedürfnisse bei den anderen Städten, ich sag mal, die Milliarde, die wir jetzt hier ausgeben müssen, wenn man davon die Hälfte in Hochwasserschutz gesteckt hätte, naja, dann hätte man sinnvolle Projekte gemacht und man hätte noch Geld gespart. Das muss man den Kämmerern ja auch immer erklären in dieser Zeit, damit man sieht, wie wichtig das ist. Ja, also vielleicht nicht nur für die Lösung anbieten, jemand, den man mal sprechen möchte beim Kaffee gleich, sondern auch für die Kommunen, die hier sind, vielleicht, um sich da mal den ein oder anderen Tipp abzuholen. Ja, vielen Dank, Herr Haas, schön, dass Sie da waren. Dann fliegen wir jetzt wieder in die Internationale. Genau, aus Stolberg nach Italien und Kanada. Bitte, Susanne, du bist dran. Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier einen Beitrag dazu beizubringen, sagen wir es mal so, und ein bisschen von unserer Erfahrung zu erzählen. Ja, zu meiner Person.
Ich bin tätig für das Büro Land. Wir sind ein internationales Planungsbüro für die Freiraumplanung und wir sind weltweit an 6 Standorten tätig. Ich selber komme aus dem Düsseldorfer Standort von dem deutschen Büro und ich bin Stadtplanerin. Und ich habe den Weg damals zur Freiraumplanung gefunden, weil mich genau diese Strategieaspekte gefragt haben. Also wie können wir Stadtplanung, Freiraumplanung, Landschaftsarchitektur und auch Architektur, ich habe Architektur studiert, miteinander kombinieren. Und das, wofür wir stehen, Land, für Landscape Architecture Nature Development, beschreibt so ein bisschen diesen Prozess oder diese Methodik, die wir in unseren Projekten handhaben. Es fängt alles bei der Landschaft an, wir machen es für eine Entwicklung und in diesem Prozess steht die Architektur und die Natur als die Protagonisten oder vielleicht auch als die Handlungsfelder. Und genau darüber möchte ich jetzt heute sprechen. Dass wir alle wissen, dass wir natürlich diese Lösungen haben, dass wir das Handwerk alle kennen. Und ich werde auch gleich nochmal auf ein paar Lösungen eingehen, auf blau-grüne Infrastrukturen und so weiter. Aber wir glauben fest daran, dass wir heutzutage wirklich sehr, sehr viel in Strategien und in Prozessen denken müssen und dass es letztendlich immer darum geht, dass wir eine lebenswerte Umwelt bauen müssen. Ob es jetzt international ist, ob es lokal ist, wir müssen lokal handeln, global denken, aber wir können da sehr, sehr viel schauen und sehr, sehr viel lernen. Wir wissen alle, dass wir vor extremen Herausforderungen stehen. Dazu muss ich gar nicht mehr so viel sagen. Wir wissen auch, dass natürlich dieser Klimanotstand, ich sage es jetzt mal so ein bisschen radikal, dass das schon fast eine Normalität geworden ist. Und vielleicht genau dieses Spannungsfeld dazwischen. Wir wissen eigentlich, wo die Herausforderungen sind, wir wissen, dass wir handeln müssen, aber letztendlich merken wir doch immer wieder, dass wir vielleicht auch ein bisschen im Alltag manchmal die Augen verschließen. Und dieses Augenverschließen, das geht nicht, weil es gibt keinen Plan B, es gibt auch keinen Planeten B. Und es ist an uns gelegen, dass wir jetzt handeln und dass wir kurzfristig handeln, aber, und darüber möchte ich heute sprechen, über diesen langfristigen Aspekt, dass wir wirklich etwas finden, wie wir diese Lösungen langfristig verankern können. Natur, Landschaft, auch darüber wurde heute noch nicht so viel gesprochen, aber letztendlich ist es ja das, worum es geht. Und letztendlich ist natürlich Natur als Ressource, als aktive Ressource auch irgendwo das effektivste und mitunter einer der kostengünstigsten Wege, um diesem Klimanotstand entgegenzutreten. Wir müssen das machen, wir tragen alle eine Verantwortung, auch das ist natürlich politisch, strategisch schon alles auch verankert, das wissen wir. Die Menschen wissen auch und wünschen sich auch natürlich diese Natur und diese Landschaft. Aber nichtsdestotrotz fehlt es oft noch an den konkreten Doings. Und diese Grafik habe ich mitgebracht, einfach aus der Einfachheit heraus, dass wir alle wissen, dass wir natürlich mit Grün im urbanen Kontext unglaublich viel bewegen können, dass wir mit Grün, mit Pflanzen von Bäumen oder vielleicht auch mit dem Freihalten von Frischluftschneisen, also nicht nur immer nur Bäume, sondern vielleicht auch gerade mal bewusst Frischluftschneisen freihalten, unglaublich viel bewirken können und das Klima senken können. Und da reden wir über naturbasierte Lösungen. Letztendlich ist es eine Dienstleistung, über die wir reden. Und auch das wissen Sie alle, wie das aussieht. Das hat etwas mit Begrünung zu tun, das hat etwas mit Biodiversität zu tun, mit einer wassersensiblen Stadt. Dafür gibt es schon perfekte Lösungen. Auch da gibt es schon innovative Ansätze, aber auch das Alltägliche. So, und die große Frage, die sich stellt, ist, wie können wir das verankern und wie können wir das, was wir tun, so verändern, dass wir auf das, was kommt, vorbereitet sind. Und es ist letztendlich eine Gemeinschaftsaufgabe. Ich habe jetzt hier mal diesen Appell mitgebracht, zu sagen, okay, Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe, auch das muss irgendwo im Grundgesetz verankert werden. Es gibt aber natürlich ja auch in der ganzen Kulturszene, gibt es natürlich ja auch die Biennale in Venedig, ich weiß nicht, wer von Ihnen da war, auch dort der sogenannte Stresstest ist natürlich auch sehr markant dafür, dass wir alle schon diese Dringlichkeit verstehen, aber dass es trotzdem immer noch wieder Zeichenhaftigkeit braucht und eine gewisse Provokavität, also was Provozierendes, sagen wir es mal so, ja, und was Dringliches. Das heißt, dieser Begriff ist auch gerade schon gefallen, wir dürfen nicht mehr reagieren, sondern wir müssen proaktiv handeln. So, und was bedeutet das für die Stadtentwicklung?
Als erstes müssen wir über Landschaft nachdenken, über Freiraum. Das heißt, wir müssen die Stadtentwicklung genau andersrum sehen. Nicht mehr über den bebauten Raum, sondern über das, was nicht bebaut ist. Und müssen das nach vorne setzen. Und wir müssen dann auch über eine neue Wahrnehmung sprechen. Weil all das, was wir machen, muss natürlich ja einerseits eine Akzeptanz finden, aber wir müssen auch diese Wahrnehmung schärfen, dass wir die Möglichkeitsräume schaffen. Also dass wir das sehen und entdecken, was wir eigentlich verändern können. Das erste Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist ein Projekt in Mailand, was wir sehr, sehr lange schon begleiten durften. Und wir reden da mittlerweile über 20 Jahre. Ich selber durfte auch schon 18 Jahre davon mitbegleiten in diesem Projekt. Und auch da ist es so, es fing damit an, dass Mailand eine sehr hochverdichtete Stadt ist, natürlich eine sehr, sehr heiße Stadt, auch das wissen Sie alle. Und es fing 2003 damit an, dass die Grünstrahlen entwickelt worden sind. Damals für die Expo in Mailand mit dem Ziel 2015, dass es ein Freiraumsystem ist für, ich sage es jetzt mal ganz einfach plakativ runtergebrochen, für die Begrünung der Innenstadt, für die Schaffung von nicht versiegelten Flächen und da die Projekte drin zu verankern. Und dieses Bild dieser grünen Strahlen, dieser 8 Strahlen, die wie so eine Uhr, sage ich jetzt mal, um die Stadt herum ticken und für die Expo 2015 fertig sein sollten, als Projekträume, ist über die Laufe der Zeit eine Strategie für die Stadt geworden, wo wir sagen können, da können wir eine klimaresiliente Stadtentwicklung mit betreiben und wir können Maßnahmen mit fördern und Kooperationen fördern, wie wir das, was wir tun, vorantreiben. Das basiert darauf, dass natürlich für diese Entwicklung brauchen wir Daten. Auch das ist natürlich heutzutage bekannt. Das ist in der Landschaftsarchitektur, in der Freiraumplanung, stehen wir da noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Alle reden davon, aber keiner arbeitet so richtig damit oder auch nicht flächendeckend und regional. Aber wir müssen natürlich das, was wir machen, müssen wir natürlich datenbasiert verifizieren und auf diesen Daten müssen wir, auch der Begriff ist gerade gefallen, müssen wir Prioritäten setzen, weil wir müssen uns davon lösen, zu glauben, dass wir alles gleichzeitig schaffen, sondern wir brauchen eine Strategie. Und wenn wir eine Strategie mit Prioritäten und dann mit den Projekten und den Möglichkeitsräumen drin, dann haben wir eine Idee davon, was wir machen. Und dieser Prozess wird dauern. Mailand, mittlerweile 20 Jahre und 20 Jahre plus, ist das Beispiel dafür. Und jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Ich schaue mal gerade ganz kurz. Was bedeutet das dann? Dass wir natürlich genau bei diesen versiegelten Flächen und in diesen stark verdichteten urbanen Räumen, dass wir dort eine ganz, ganz neue Qualität schaffen können und es dann nicht schwarz wird, sondern grün wird. Jetzt zeige ich das einfach nochmal, damit es auch wirklich in den Köpfen bleibt. Ne? Nein, aber das sind genau das sind halt die Projekte und das ist genau das, worum es geht im Straßenraum zu sagen, okay, wir müssen grüne Strukturen schaffen. Das sind blau-grüne Infrastrukturen und naturbasierte Lösungen. Ich sagte es gerade, diese strategischen Ansätze, der Willen und die Ausdauer, Veränderung zu schaffen, Mut zur Prozesshaftigkeit. Warum ist das wichtig? Weil natürlich diese kurzfristigen Lösungen auf etwas einzahlen, auf die Zukunft von später und wir nicht nur die nächsten Jahre, sondern auch die nächsten Jahrzehnte damit gestalten müssen. Und ich selber habe auch die Erfahrung in den Projekten gemacht, es funktioniert nur dann, wenn alle gemeinsam am Tisch sitzen und alle genau das Gleiche wollen. So, und das natürlich, das wurde auch diskutiert, wie schaffen wir das? Und wir haben es in Mailand dadurch geschafft, dass wir dieses Bild hatten. Dieses Bild der Strahlen, was am Anfang belächelt wurde, was mittlerweile aber in den Grünflächenplan der Stadt Mailand übergegangen ist. Und innerhalb dieser Strahlen die Projekte durch verschiedene Planer, durch die öffentliche Hand, durch private Unternehmen geplant und realisiert werden. Aber alle natürlich wissen, warum wir das machen und wofür wir es machen. Es ist wie so eine Art Leitfaden, ein grüner Leitfaden, ein starkes, abstraktes Bild. Und so kann es dann auch sein, dass man natürlich mit dem arbeitet, was
schon vorhanden ist, ob es jetzt der Parco Nord ist als bestehender Park, der integriert worden ist und aufgewertet wurde, ob es neue Parkflächen sind, die integriert worden sind, wie der Parco Portello, hier gestaltet durch Charles Jenks. Auch das hat natürlich eine Zeichenhaftigkeit, auch das braucht es manchmal, eine etwas artifizielle Gestaltung, um das einfach ins Bewusstsein der Menschen zu schaffen. Aber es geht auch darum, in diesen Strahlen eine Durchgängigkeit für Menschen zu schaffen, diese Stadt anders erlebbar zu machen und wirklich diesen Mensch in den Fokus zu rücken und wir wirklich auch damit verbildlichen können, warum wir das machen, damit man wirklich eine lebenswerte Umwelt für den Menschen schafft. Das sind Orte, die auch ganz alltäglich sind, die aber dann durch sehr, sehr viel Grün wirklich mitten in der Innenstadt von Mailand realisiert worden sind. Und es können aber auch steinerne Plätze sein. Also das heißt nicht, was ich auch sagte, dass es alles immer grün sein muss. Es können auch wirklich Freiräume sein, die über ein befestigtes System mit einer intelligenten Wassernutzung das Wasser trotzdem zurückführen können und als Retention dienen können, aber damit auch wieder als Freiraumorte für die Menschen schaffen. Weil auch da ist es immer so, Politik, Öffentlichkeit, aber auch natürlich die Investoren, die da stehen, die wir zusammenbringen müssen. Aber wenn das alles in ein Bild hineinkommt und alles in eine Strategie, dann weiß man quasi auch, dass man das antreiben kann und wirklich die Menschen wieder zusammenbringen kann. Und so ist dann auch von der Stadt Mailand der Atlas der Nachbarschaften entstanden, dass es da natürlich geht von dieser grünen Vision runtergebrochen, wirklich zu sagen, okay, was bedeutet das denn für die Nachbarschaften und wie kann man das anwenden? Ein weiterer Aspekt ist dabei natürlich das Thema Partizipation. Wir haben hier das Gelände der Expo in Mailand, das Mind-Gelände. Auch dafür gab es ein Nachnutzungskonzept. Ein Nachnutzungskonzept für eine grüne Stadtentwicklung und wie man dort Biodiversität unterbringen kann. Aber dort verankerte sich ein europäisches Projektvorhaben, um die Biodiversität erlebbar und sichtbar zu machen. Wir haben dort mit Schulen und Universitäten zusammengearbeitet, haben da an dem Standort Ideen entwickelt. Es wurden dann Leitfäden und eine App zur Entdeckung der Biodiversität geschaffen und all das führt natürlich dazu, dass das, was wir machen, wirklich auch in das Bewusstsein kommen muss, weil jeder muss wissen, warum er das macht. Es fängt ganz klein an und es ist nicht immer nur die Vision, es ist natürlich auch wirklich dieses lokale Handeln zu sagen, Mensch, wir starten jetzt einfach mal. Ein Projekt in Vercelli für den Grünen Boulevard. Planungen, die können so aussehen, die können auch anders aussehen, aber wirklich zu sagen, wir wollen diese Verkehrsflächen wollen wir entsiegeln, wir wollen dort einen grünen Raum schaffen. Und da haben wir mit den Politikern vor Ort angefangen aufzubrechen und haben wirklich dort eine Öffentlichkeitsarbeit gemacht und gesagt, wir stellen uns das mal hin mit dem Schlaghammer, ja? Und machen das einfach mal. Und jeder, der das selber gemacht hat, weiß, warum er das macht. Und jeder, der auch selber mal einen Baum gepflanzt hat, weiß, was das bedeutet und welche Verantwortung man damit trägt. Das letzte Beispiel aus Kanada, da fangen wir gerade an, das ist ein Wettbewerb, den wir 2020 gewinnen konnten für die sehr autogerechte, also das ist ja, Montreal ist eine sehr, sehr starke industriell autogerechte Stadt gewesen, schon mit Grünflächen, Freiflächen, aber es ging darum, dass diese Freiflächen nicht zusammenhängend waren und dass die keinen wirklichen biologischen, ökologischen Wert hatten. Es waren Hochspannungsmasten, einfache Rasenflächen darunter. Und es galt damals, diese Flächen zusammenhängend als Biodiversitätsflächen zu entwickeln. Und ich habe dieses Projekt mitgebracht, weil ich dabei sehr schön finde, auch da wäre dieses abstrakte Bild der Strategie. Wir denken über die Linie war eine Infrastruktur, das ist wirklich dieser Korridor, diese Straße, die da durchgeht. Über die Linie denken wir dann in Räume. Und durch dieses Konzept dieses Korridors können wir dann aber auch natürlich einen regionalen Aspekt anbieten. Und wir gehen tief in den Raum hinein und schaffen damit natürlich Entwicklungsmöglichkeiten für die gesamte Stadt. Wie Sie es hier sehen, einfach die Aufwertung dieser Flächen hinsichtlich Habitate, Flora, Fauna, wassersensible Stadtentwicklung und dort einen Raum wieder zu schaffen für Menschen, wo wir sagen, da können wir auch Vorsorge tragen für das, was wir machen. Und als letztes Bild möchte ich einmal noch mitbringen, dass wir
auch da manchmal so abstrakt drüber reden, über das, was wir machen, das Handwerk, die blau-grüne Infrastruktur, die wassersensible Stadtentwicklung, all das wissen wir, kennen wir, das haben wir auch im Griff, aber all das braucht ein starkes Fundament. So, und dieses starke Fundament sind die Bilder, sind die Strategien. Und es braucht natürlich die Kooperation, die Partizipation, weil es immer die Menschen braucht, die es nach vorne treiben. Das ist wie so ein Baum. Ja? Aber man muss sich das vorstellen, der Baum mit den Wurzeln, mit dem Fundament, das nährt es von unten. Der Baum wächst durch die Projekte, durch die Lösungen, die wir haben. Aber die Auswirkungen, die positiven Auswirkungen an die Umwelt, das, wie der Baum atmet, das schaffen wir Menschen, indem wir die Menschen zusammenbringen und Kooperationen schaffen. Und damit dann auch natürlich nach vorne gehen und sagen, all das, was wir tun, wir sollten immer darüber nachdenken, wir brauchen den Mut, die Neugierde, Dinge zu entdecken, die vielleicht nicht so alltäglich sind oder vielleicht auch die alltäglich sind. Wir brauchen die Kooperation, es gemeinsam zu machen und letztendlich müssen wir das, was wir machen, die Lösungen kultivieren. Und dann können wir uns vorstellen, dass es Spaß macht und wir auf einem guten Weg sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Susanne. Du bist auch noch hier in der Mittagspause, ne? Ja, bin ich dann da. Würde ich sagen, genau. Bitte setz dich wieder hin. Ja, die Leute gerne. können dich nachher noch finden, denn ich muss jetzt mal so langsam in die Abmoderation. Vielen Dank, Susanne, für diese Bilder vor allem. Und ja, ich finde diese Bilder immer fantastisch. Ich finde aber auch die Storys dahinter immer sehr wichtig. Und in dem Fall vor allem festzuhalten, das haben die natürlich auch nicht in einem Tag geschafft. Das hat 20 Jahre plus gedauert. Wie gesagt, kein Sprint, sondern ein Marathon. Und wir sind alle mit dabei. Wir laufen den gerade zusammen. Und sind jetzt am Ende dieses Bühnenmarathons angekommen, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Ich würde mich jetzt an dieser Stelle, bevor ich das nämlich vergesse, von dem Livestream zu Hause schon mal verabschieden. Dieses Bühnenprogramm ist jetzt zu Ende gekommen, aber das ist ja noch lange nicht das Ende der Expo. Das ist ja erst der Anfang. Denn jetzt sind Sie alle hier gefragt, oder auch die stehen oder auch die oben auf der Empore sitzen, denn jetzt geht es an die Mittagspause, da sind Sie natürlich auch gefragt, am Buffet, aber eben vor allem ans Netzwerken. Das ist ein Netzwerklunch, da soll insbesondere jetzt dieser Austausch schon richtig losgehen können. Und danach und auch ab jetzt eigentlich schon sind die ganzen Ausstellungsstände auch wieder bemannt und befraut. Vielleicht ganz kurz einmal die Folie mit dem Lageplan. Genau. Den müssen Sie jetzt nicht abfotografieren, es liegen überall so Faltblätter aus, da ist der Lageplan all unserer Aussteller für Sie bereitgestellt. Und das können Sie natürlich auf eigene Faust entdecken. Ich weise noch mal hin, wir sind ja hier drinnen und ich glaube, alle drinnen Aussteller finden Sie ganz von alleine, einfach indem Sie hier rumlaufen. Es gibt aber hinten einen Gartenbereich, den haben Sie vielleicht noch nicht gefunden. Und vorne am Eingang gibt es ja auch noch mal so weiße Pagodenzelte. Das sind auch alles noch Aussteller, die ihre Lösungen Ihnen gerne zeigen möchten. Also gehen Sie vor allem überall da vorbei. Und wenn Sie sagen, oh je, auf eigene Faust, das ist mir alles vielleicht zu anstrengend oder ich möchte ein bisschen Erklärung, dann gehen Sie doch mit bei einer unserer ausstellungsgeführten Rundgänge. Und zwar um 13:30 Uhr und um 15 Uhr gibt es jeweils 4 verschiedene, das sind dann immer 4 gleiche, also entweder um 13:30 Uhr oder um 15 Uhr zu thematischen Themen. Und die treffen sich an bestimmten Orten, die sind auch in diesem Lageplan eingezeichnet, AFDG und so weiter. Und die haben so Regenschirme in der Hand, wie man das so kennt, ne, von den Touri-Gruppen. Da können Sie dann einfach mitgehen und sich, genau, da hinten stehen schon 2, genau, da können Sie sich dann gleich anschließen, wenn Sie das lieber geführt machen wollen, so eine Ausstellungstour. Nach der Mittagspause passiert noch etwas weiteres. Und zwar haben wir Workshops, Sessions. Nächste Folie bitte. Genau, noch eine, genau, wunderbar. Und zwar haben wir ab 13 Uhr Sessions. Es gibt einmal Session 1 und 2 um 13 Uhr und dann um 15 Uhr gibt es nochmal 2 Sessions. Die sind jeweils alle oben. Das heißt, wenn Sie da in diesem Innenraum, in diesem schönen Atrium sind, dann gibt es eine Wendeltreppe hoch und da sind dann die Räume für die Sessions. Sie müssen sich vorher nicht anmelden, Sie kommen einfach rein, aber bitte pünktlich da sein, weil dann in dieser einen Stunde haben wir wirklich ein rundes Programm. Genau, kommen Sie gerne dazu. Da geht es um diese Schnittstelle zwischen
dem Angebot, was wir hier überall sehen, aber auch der Nachfrageseite. Zum Beispiel, was muss in Unternehmen passieren, was brauchen die? Was brauchen die sozialen Einrichtungen? Was brauchen die öffentlichen Räume? Oder auch, wie kann man in einem Relallabor das kombinieren und ein bisschen innovativ rumexperimentieren? Super spannend. Und um 13:30 Uhr haben wir noch eine ganz besondere Session. Da geht es nämlich um ein Gespräch. Da spricht der Staatssekretär Hase, hier aus dem Land NRW, der Umweltstaatssekretär, mit ein paar Unternehmen. Das findet dann wieder hier auf der Hauptbühne statt. Da haben wir ein bisschen kleineren Kreis gebildet. Das heißt, auch nachmittags ist noch jede Menge zu hören oder eben, wie Sie möchten, im eigenen Austausch auch mitzugestalten. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Wir legen jetzt los. Genau, tauschen Sie sich aus und lassen Sie uns durchstarten mit der Klimaresilienz. Ich wünsche Ihnen eine schöne Expo.